Lieber Gott, zwei mit Tod, wann ich werden so weit abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als Holz. Jesus, Freundl, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir ist Kammerleer. Jesus, Freundl, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Ich lese Kirschen für die Wachsen ohne Kehren. Wann mir der Himmel kehrt, krieg erst jeden Stern. Wann ich die Sondergänger tät, ich möcht sie holen. Und wenn's für die hätt ich schon das frühe Jahr gestohlen. Der Wald für die, der mir's aus lauter Christbaum sein. Wenn du was schaust, ich soll aber nur mein. Und dicke Bärs hatte die Ling unter den Schritt. Und wenn ich helf Gott sag, am liebsten mit einem Lied. So denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir tat's doch so gut, von dir ein Liebeswort. Von dir einmal eine Hand und nicht alle eine kalte Wand. Jetzt dreh ich einmal und sag zu mir, na komm. Ich lese Kirschen für die Wachsen ohne Kern. Wann mir der Himmel kehrt, krieg es jeden Stern. Wann ich die Sondergänger tät, ich möcht sie holen. Und wenn's für diese dich schon das frühe Jahr gestohlen, der Wald für die, der mir's das lauter Christbaum sein. Wenn du was schaust, ich soll aber nur mein. Und dicke Bärs hatte die Lehn unter den Schritt. Und wenn ich helf Gott sag, am liebsten mit einem Lied. Grüß euch, servus, küss die Hände, habe die Ehre. Naja, jetzt schaut's. Jetzt schaut's aber was. Der Klaus ist schon wieder allein. Fix, Teufel noch einmal. Ja, was soll man machen? Was soll man machen? Herzlich willkommen bei der Pawlatschen. Aus der Klause, der Patrick ist gesund und munter, aber das war nicht ganz fix gestern, weil er hat da ein bisschen Probleme gehabt. Hat gesagt, fix erst, das muss ich mir anschauen lassen und ist heute in der Früh zum Arzt. Und Gott sei Dank Entwarnung, aber halt eine Blasenentzündung. Gewaltig ausgefasst und jetzt muss er Antibiotika nehmen und natürlich haben wir gesagt, naja, da brauchst du nicht zur Pawlatschen kommen. Also das ist wirklich nicht notwendig und deswegen bin ich allein. Ich hoffe inständigst, ich bitte euch um gnädiges Zutun, dass ihr mit mir auch zufrieden seid. Ausnahmsweise. Patrick, vielleicht schreibt er eh mit, aber ja, jetzt muss ich euch allein begrüßen und ich habe mir gedacht, ich begrüße euch heute mit einem Liebeslied, quasi als Nachtrag zum Valentinstag. Naja, und weil der Patrick halt natürlich jetzt ausgefallen ist, jetzt habe ich noch zwei Probleme gehabt. Erstens war der Plan, dass wir in Most vom Glaubermoor trinken. Na, der Most steht beim Patrick daheim, ist ganz klar. Und aufgrund dessen war ich natürlich auch nicht vorbereitet und habe auch keinen Wein da in der Klause von unserem Winzer Dauertester. Also kann man sagen, voll daneben gegangen
Ich werde trotzdem einen Wein trinken, aber halt eben nicht den vom Winzer Dauertester vom Strauch. Ernstl, aber ich glaube, er wird uns auch nicht besser sein. Er bleibt noch. Der Dauertester, ja, bleibt halt eine Woche länger. Und ihr wisst ja, oder einige von euch wissen ja, dass ich ja eine Morgensendung habe. Immer nicht, Montag bis Freitag. Und da machen wir mal einen Kaffee. Und da sieht man, weil wir schon bei den Getränken sind, dass ich wirklich ein bisschen deppert sein muss. Weil, was habe ich mir gemacht, kurz vor der Sendung noch schnell, dass ich ja einen habe? Einen Kaffee, ich Trottel. Man dachte erst, das ist die Pavlatschen, da musst du einen Wein trinken, kein Kaffee. Naja, ist ja wurscht, aber ich hoffe, es hat gut angefangen. Ich begebe mich einmal kurz in den Chat. Ui, so viel zurück kann ich mich gar nicht reinhauen. Aber schön, ein Haufen beieinander. Marvihof ist natürlich live und da durchs Fenster könnt ihr alle winken. Winken zum Marvihof. Ja. Aus dem Bettel von Patrick, der Christoph Acker, richtig. Das nächste Mal muss der Patrick einen Livestream allein machen vom Bett. Großgenesungswünsche von Georg Scheurer. Danke dafür. Wie gesagt, ich glaube, er wird dann sicher einer schauen. Marco Cinelli ist da. Laut Glaubermoor. Alles Gute, Patrick. Ja, laut Glaubermoor, aber aufgeschoben ist, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dein Most wird getrunken, aber wird er nicht. Das machen wir noch. Aber ja, was sollen wir machen? Höhere Gewalt, kann man fast sagen. Jawohl, Karin Albertine Pristonik, Facciamoto ist dabei. Wir haben da Markus Pristonik natürlich, Günther Erich Russell, der Rudi Korbes, Christi gut, Christoph Radau aus Aachen, der Krönungsstadt. Was trinkt er? Ich habe einen blauen Zweigel, Leimann, Brust, Egeschegedre. Naja, wenn er da auf Ungarisch daherfährt, ist ein Wahnsinn. Gleich auch ohne Kontra, nein, Christoph Acker, die Kontra geht aber eh da. Die habe ich eh da, hinterm Weihflaschel. Sicher gerade hinterm Weihflaschel ist versteckt. Die Kontra habe ich da. Aber ich mir gedacht, heute natürlich nicht, also die 2-3 jazzigen Nummern wäre dann vielleicht auf der Jazzgitarre spielen. Ja, Antal Stromer, Günd, super. Franz Brandwein, Sheriff Andi, Matthias Mariacha, Christine Wagner, alles da. Alles da. Von Franz Gmiller, alles Gute an Patrick. Franz Gmiller, grüß dich gut. Ja, Andreas Christina, super. Man hätte der Video angeschaut, also nicht ganz, gebe ich zu dir, aber ein bisschen mit der Sumsi ins Waldviertel. Der Michael Hammer ist gut. Klassische Musikerkrankheit, Blasenentzündung. Jawohl. Ja, aber wir sind keine Blasmusiker. Wegen einem Most hat er ja die Entzündung. Ja. Krankenstand gibt es einen Partyzettel. Ja, normale. Na, das muss man aber wirklich sagen, es ist natürlich so, wenn wir live was spielen, ja, das können wir beide an einer Hand anzählen in den 26 Jahren, wo wir gespielt haben, wo einer ausgefallen ist. Also, jetzt muss ich dazu sagen, es ist 10er Jahr, da bin ich das ganze Jahr ausgefallen, aber das wieder, ja, da kommen natürlich jetzt mehr zusammen, aber grundsätzlich so, weil da spielen wir bald einmal. Aber bei der Pavlatschen, ich meine jetzt nicht, dass es nicht wichtig wäre, und nicht, dass es uns nicht wichtig wäre, aber ja, da haben wir gesagt, da gehen wir jetzt diese Risiken eigentlich nicht ein, die man bei einem Konzert hätte er gespielt. Bei einem Konzert, was der wurscht, ja, gut, da packst du die zusammen, einpacken ordentlich, noch ein Antibiotika rein, ein Achtel drauf, dass man es nicht so gespielt und ja, dann hätten wir gespielt und dann waren wir ins Bett gefallen, aber natürlich ist es kein gesunder Lebensstil und da haben wir jetzt einmal gesagt, bei der Pavlatschen müssen wir es ja wirklich nicht so extrem machen. Solange der zweite fit ist, egal welcher von uns, machen wir das, ziehen wir das durch. Aus Graz grüßt der Klaus Schweinzer, Christi gut, Duke von Oktan ist auch dabei. Jawohl, Fritz Startguss. Ja, das Bartal wird schon wieder, gell? Bartal wird schon wieder. Gute Besserung, schau da was an. Der Patrick kriegt nur Besserungswünsche. Ja, ich mache mir einen Weih auf, aber was soll ich tun? Also wie gesagt, es nach wie vor bleibt unser Dauertester Weingut Strauch. Der Hund bellt. Das heißt Wanderer oder Autofahrer oder Radlfahrer. Von der Geschwindigkeit vom Böllen her dürfte es Auto gewesen sein. So, jetzt habe ich, also wie gesagt, Weinstrauch, der Ernstl, ich muss einen anderen Wein trinken. Es nutzt nichts, ich habe keinen da, ich war auf das nicht eingestellt, weil auch den für den Not hätte der Patrick mitgenommen. Aber ich trinke jetzt aus Gamlitz.
Ich glaube, der Wolfgang Grotzka hat den mitgebracht, aus der Südsteiermark. Und Sauvignon Blanc. Ich mir gedacht, nicht, weil wenn ich schon keinen Wiener Wein trinken kann, dann anbottle ich an Steirer. Da kommen wir uns nicht ins Gewirks. Und Sauvignon Blanc, gehört eh weg, so 19er Baujahr. So, schau her. Da schau her. Da steht eh gut, gell? Da steht eh vor dem Mikrofon. Sehr zum Wohl, meine Herrschaften. Prost auf euch. Wir werden die Pavlatschen schon wieder umbiegen. Wir schaffen das schon. Ja. Ja. Süffig. Süffig. 12%. Also quasi nichts. Ja. 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 Da kann ich schon leben mit. Na, herrlich, herrlich ist das. Herrlich ist, die Irme hat schon Achtel rein. Ausgezeichnet. Ja, auf jeden Fall. Wir haben das jetzt schon irgendwie umbiegen. Wie gesagt, ich bin ja da im Setting von meiner Morgenshow. Weil ich mir dachte, wenn ich eher allein bin, brauche ich da nicht großartig umbauen. Ich mache das so, ich mache das halt so irgendwie. Muss ich halt weiter weg vom Tisch. Ich hoffe, der Ton, man hört mich aber gut, glaube ich, gell? Man hört mich gut, oder? Gebt mir kurz ein Feedback. Der Andreas Christener trinkt einen grünen Veltliner an Federflug vom Weinbau Hagen. Na, die Gläser sind nicht beim Patrick, ja, Mari Hofer hat das sofort erkannt. Na, aber das ist die aufmerksamen Beobachter. Der Pavlatschen wissen, was das für ein Glasl ist. Das sind die Köllerachteln vom Koller aus Ottergring. In der Wilhelminenstraße war der daheim, also war der Heirige daheim. Und das war echt so eine echte Buschenschank. Das war ein Nebenerwerbswinzer. Und der Koller, der hat einen herrlichen Wein gehabt. Und eben diese Köllerachtel. Dort haben wir immer aus diesen Glaseln getrunken. Und das war immer ein Mörderrausch, weil du aus denen so schnell trinkst. Und ja, von da ist es. Und wie der quasi also im Schließen war, habe ich mir 2 Köllerachteln gerettet. Und das haben wir gedacht, heute ziehen wir das da rein. So. Heute ziehen wir das da so rein. Vom Weintrinken macht es fast keinen Unterschied. Die 2 Schluck, die Patrick sonst immer kriegt. Ja, Christoph Ackermann ist zwar frech, aber du hast grundsätzlich recht. Aber in der Klause, da hätte er ja übernachtet. Und da macht es ja einen Unterschied. Da macht es ja, weil wenn er nicht fahren muss, wehe, wenn sie losgelassen. Das ist ganz super. Ton ist super, sagt die Irmi Hinkhofer. Ton okay, Super Mario, danke schön. Ton ist perfekt. Christine Wagner, Franz Brandwein, Prost. Passt. Jawohl. Wildcat. Na. Ich sage euch was, obwohl ich jetzt jeden Tag diesen Morgen-Livestream mache, also fast jeden Tag, es ist trotzdem, die Pavlatschen, da bin ich so eingestellt auf was anderes und jetzt bin ich mal ganz durcheinander, obwohl ich es den ganzen Tag schon weiß. Weil der Patrick hat mich noch angerufen, ja, das war ja noch vor der Sendung, also bei der Sendung habe ich es ja schon gewusst am 9. Also kurz vor 9 hat er mich angerufen und hat das gesagt, du, alles in Ordnung, Entwarnung, Blasenentzündung, nichts Schlimmes, nichts Tragisches, aber natürlich, die Sendung muss ich allein machen und das weiß ich den ganzen Tag, aber bin trotzdem anders, bin ein bisschen nervös, aber jetzt muss ich mich schon 4 beigen, weil so weit weg ist, jetzt muss ich mich 4 beigen, jetzt kriege ich schon bald den Patrick-Blick. Eine Dauerleihgabe quasi. Was die Glaseln? Nein, die habe ich mitgenommen, aber da habe ich ihn sogar gefragt. Aber der hat ja aufgelesen, das Geschäft. Das war, habe ich gesagt, ich kann nicht 2 Achteln haben. Spärstunde hat er gesagt, nein, ich meine 2 leere Glaseln. Prost mit einem Maß Reininghaus. Da schau her. Hochgenuss und ursteirisch. Ein Maßgrill, also ein Maß hat er sich nicht erlaubt, glaube ich. Ja, da schau her. Ob du da auskommst mit einem Liter Bier bei der Sendung, ich weiß nicht. Ich traue es nicht sagen. Dann nicht der Schlüssel, was der nicht. Warte mal, von dir müsste da eigentlich einen Nussschnaps haben in der Klause. Vielleicht hole ich mir dann an. Schauen wir mal, wie es wird. Schauen wir mal, wie es wird. Na, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich ein bisschen nervös bin. Warum wollte ich das sagen? Also nervös, aber tue mir dann immer schwerer. Weiß jetzt nicht, weiß ich nicht mehr, was ich sagen will. Trinke einen Schluck. Ist auch in Ordnung. Der Patrick schaut nicht zu, scheinbar. Das ist blöd, weil immer, wenn ich dann was spielen muss, muss ich ihn fragen, wenn die Tonarten. Oder er schlaft wahrscheinlich.
Wahrscheinlich schlaft er. Schlaft sie mit was ist das? Nicht Cortison, was habe ich gesagt? Na, Antibiotika, so heißt es. Antibiotika. Ja, man, wie oft du siehst, wie ich darben muss. Da herum. Ja, heute habe ich einen Spaziergang gemacht. Das erzähle ich, weil das war echt leiwand. Weil ja heute Sonnenschein wie die letzten Tage auch, aber windstill. Na. Habe ich nach der Sendung alles gepostet, alles gemacht, was zu machen ist. Zusammengepackt, angezogen, außer losmarschiert in die Richtung. Dann dort oben im Berg. Und dann unten dann Vierer, dort hintere. Alles unten und dann wieder scharf rauf. Dann war ich miert. Dann war ich miert. Fahrtschirmmutter sagt, warum nervös? Naja, weil das die Pawlatschen, das ist die Pawlatschen und keine Solo-Sendung normal, ne? Jawohl, der Gesferch ist da, kann schon nicht sein. Der Zonko schafft das auch alleine, also Kopf hoch, das wird schon. Naja, ich mache die Morgensendung Shit, Chefenschauer, mache ich ja auch allein. Das ist nicht das Problem und ich habe ja schon die ein oder andere Pawlatschen allein gemacht, aber ich weiß, dass es immer ein bisschen eine Nervosität ist, weil ich nicht recht weiß, was ich tun soll. Nicht? Weil ich muss ja im Patrick ersetzen, in vielerlei Hinsicht. Musikalisch, dann trinktechnisch, ja, und dann blicktechnisch, nicht? Weil man, was ist die Pawlatschen ohne den berühmten Blick, nicht? Wenn er schiebt, da wird glotzen, die Brühen, schaut, gehört alles dazu, kann ich nicht machen. Aber es ist wurscht. Spielt euch ein Lied. Was soll man spielen? Noch was Jazziges oder was gleich was Wienerisches? Was machen wir? Tat's ein bisschen mit. Tat's sich ein bisschen beteiligen an der Sache. Dass man da weiter. Aber schaut sich das aus dem Achtel, man trinkt wirklich schneller. Der Steine 07, jawohl. Steine 07. Bin leider nicht zurechtgekommen zu deiner Premiere, haben wir es dann nachher ein bisschen im Schnellsiederkurs angeschaut. Aber alle Achtung, das Video, nicht? Steine 07 hat heute ein Video aufgeladen, wie er da da im Gelände unterwegs ist mit dem Motorradl. Also da waren schon ein paar so zumindest schaut es von der Kamera so aus, wenn man gedacht hat, na, wie da runtergekommen, also runtergekommen ist sicher. Aber mit samt dem Motorradl auf den Rädern, na, ich weiß nicht. Ja. Daniela sagt ein Nussschnaps beruhigt. Ja. Ich hätte mir. Ein Kmeler Franz, Christina Wagner, Kmeler Franz, du machst das auch alleine super. Ja, danke ich. Der Fritz Stadtgus sagt ein Wienerlied. Gut, machen wir ein Wienerlied. Schenke mir nach. Nussschnaps, da müsst ihr jetzt runtergehen. Das mache ich ein bisschen später. Das mache ich ein bisschen später, wenn es gesättigt seid. aber. Der Christoph Acker. Christoph Acker, das ist jetzt die letzte Pawlatschen, die aus dieser Linsen sein wird. Aus Christoph Ackers Linsen. Aus dem Objektiv. Weil am Montag, vor der nächsten Pawlatschen, holt er sich so wieder. Da holt er sich so, das heißt, bis dorthin muss ich es auch schon wieder geliefert kriegen, die Neiche. Das heißt, ich soll es jetzt bestellen. So wie das sehe, sollte ich es jetzt endlich bestellen. Das ist geliefert, kriegt rechtzeitig und dann kriegt es der Christoph Acker. Und weil das wirklich leibend war, Christoph, trinke einen Schluck auf dein Wohl und bitte alle Zuschauer, dem Christoph Acker einen gewaltigen Strom an rote Achteln zukommen zu lassen. Weil da muss ich echt sagen, das ist leibend. Leicht mir da die Linsen. Für doch eine schöne Zeit. Also danke schön, Christoph. War ganz leibend. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag sehen. Und ja. Fürs Mäuse, was? Was ist jetzt? So, gar nichts. Instagram. Boah, die Technik bringt mich um. Jawohl, ich trinke ein Kriegel Haustee, Günther Erich Russell. Mäusle feiert Geburt sogar deswegen. Steine macht das super im Glander, ja. Nein, echt, das ist lässig. Also das war ganz gute Fahrt, ja.
Haben wir gerade die Wurstnudeln von gestern aufgewärmt. Da passt nur ein Bier. Na, das stimmt. Na, fürs Mäusle werden wir dann auch gleich trinken. Aber jetzt einmal. Schau, jetzt gehen die Achtel fürs Mäusle rein, statt für den Christoph Acker. Naja. Christoph muss das teilen, die Achteln jetzt da mit dem Mäusle von der Wildcat. Oder wird jetzt wahrscheinlich dann der Roy eifersüchtig. Hau eh mehr Achteln rein. Passt. 22 Jahre, schau dir da was an. Schau dir was an. Es gibt einen Mörder raus, sagt der Christoph Acker. Was denn genau? Was denn genau? Lass mal's durchgehen. Lass mal's durchgehen. Was machen wir denn Schönes, ha? Was machen wir denn Schönes? Jetzt, ich muss die Uhr irgendwie leise dran. Wieso leicht die jetzt immer? Die leitet jetzt immer. Irgendwas ist. Wir haben's gleich. Die muss irgendwie leise dran. Das muss ja gehen. Das muss ja gehen. Na, was habe ich jetzt gemacht? Nicht, nein, nicht SOS. Erst. Ich hab das. Go. Wir haben's gleich. Entspannt euch. Jetzt, ich hab's. Da, Stummmodus. Hab schon. Siehst du das? Ein paar Griffe, ein paar Blicke und aus. Ja, Patrick sag auch. Achso, er ist ja nicht da. Was machen wir? Was machen wir? Weil das der Andreas Christian das letzte Mal ist. Die Blautinten, jetzt schon ein bisschen später. Das dann, die mache ich dann auf der Jessigen dann. Electronic Glase. Aber das kannst du auch nicht mehr. Das kannst du auch nicht mehr. Fatscher Mutter. Lach das aber. Nein, aber das Andreas Christine das letzte Mal gewünscht hat und das wirklich allein mal die Nummer ist. Aber Hausknecht mehr peitschen. Da fahren wir mal an. Ich hab auch einmal gelacht und viel Dummheiten gemacht. Ich hab aufgehört und um nix war mir leid. Der Madeln hat jetzt auch verranzt. Ich hab gesungen und tanzt. Ganz in echt hab ich gewalzt und mein Peitschen hat schon alzt. Auf Jacke Natur mit einem gesunden Hammer. Wenn ich denk, wie das war, heut ist längst alles geht. Aber hast gar nicht mein Peitschen, schöne Könnerin, mein Hut, und dann fahren wir schön langsam statt fort, dass das Leben nur ein Kreuzweg ist, das hab ich längst erfahren. Und dass manches einmal ein Pumper macht, grad in den schönsten Jahren. A höher Ussassa Ussassa Ussassa. Frisch lackiert war mein Wagen und mein Geschäft hat was dran. Jetzt am Grund hat mich kennt. Und der Golden ist gerannt, immer modisch das Gewand und auch sonst gesund beieinander. Mit einem Flinsel in den Ohren, Freidel, das war erfahren. Zuerst die nobliche Fuhr, dann die nodige Tour. Wenn ich denk, wie das war, hätt ich's längst alles geht. Aber hast Gedicht, mein Peitschen, schöne Könnerin, mein Hut, und dann fahren wir schön langsam statt fort, dass das Leben nur ein Kreuzweg ist, das hab ich längst erfahren. Und dass manches einmal ein Pumper macht, grad in den schönsten Jahren.
Ussasa, 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 Ussasa. Jawohl, F-Dur, habe ich auswendig gewusst. Aber Hausknecht, mein Peitschen. Eine Weltnummer. Gefällt mir selber gut, die Achteln. Ich danke recht narrisch. Ich danke recht narrisch. Schau dir die Achteln an. Na Wahnsinn. Ihr seid gnädig. Der Steine-Highway-Duell, ja. Na super. Einen kleinen Schluck Wasser nehmen wir mal, ne? Zwischendurch ein Wasser. Als Hommage an den Patrick. Ob sich heute der Hoffmedley ausgeht? Ah ja, warte, was war denn der Hoffmedley? Was war denn das? Was war denn das? Die Skyline, ne? Das ist sein Lieblingslied. Was war denn der Hoffmedley? Die Skyline? Da glaube ich, die Einsamkeit haben wir eingespielt. Skyline, da wahrscheinlich die blaue Tinte oder so, oder? Weißt du das noch, Christoph Acker? Acker. Christoph Acker, weißt du das noch? Der Hoffmedley, ja. Das war leibend. Das war aber ein leibendes Medley, das kann ich mich noch erinnern, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was war. Das haben wir oft gehabt, früher auch. Da haben wir gespielt. Und dann haben wir so, da ist halt ein Medley entstanden oder irgendwelche, wie wir es gespielt und wir haben auf einmal zweistimmig gesungen und echt leibend. Haben wir immer gesagt nachher, leibend, das müssen wir uns merken. Ja, was wir uns gemerkt haben. Nix, gar nichts. Gar nichts. Ja, aber die Achteln. Jana Dieter Rover 1 ist auch wieder dabei. Große Freude, Jota auch im Start. Ja, ich weiß nicht, wie das Medley gegangen ist mehr. Jesus verschlafen. Der Onkel Ramirez. Grüß dich gut. Looking for Freedom, Franz Bratwein. Jawohl. Wie lange geht schon? Ihr seid eine halbe Stunde. Onkel Ramirez, eine halbe Stunde hast du verschlafen. Aber natürlich ganz große Freude, dass du dabei bist. Oder Wolfsbike und Tour TV ist auch da. Wolfsbike und Tour TV. Habe ich heute erst im Fernsehen gesehen, also auf YouTube. Auf YouTube habe ich mir heute erst was angeschaut von dir. Bis am Berg, Skyline, Einsamkeit. Das war das Medley, glaubst du, Sheriff Andy? Die Hoffmedley gibt es auf YouTube. Looking for Freedom, Limbo, Cool, Crazy for You. Alter, das ist ein Wahnsinn. Der Onkel Ramirez, ich habe in der Morgenshow, haben wir am Freitag, sind wir aus irgendeinem Grund aufs Thema Drachen gekommen. Ich habe wegen Drachen steigen. Und dann sind wir aufs Thema Drachen gekommen und dann irgendwie, weiß nicht, habe ich die blöde Idee gehabt, dass wir ein Liedl machen. Und jetzt habe ich ein paar Stichworte von den Zuschauern zugeworfen bekommen. Also das meiste ist gegangen um Hausdrachen und so weiter. Und da machen wir jetzt ein Liedl draus. Das wird diese Woche passieren und mir hat heute der Onkel Ramirez einen Textvorschlag geschickt, aber das war ganz grandios. Aber das wäre als Gedichtform, glaube ich, wäre das vortragen einmal. Unbedingt. Sehr leibend. Snoop Dogg Doggy Style ist dabei, ja. Sehr löblich, Klausi, sagt der Wolfsbike und ich will, ja, ich mache meine Aufgaben. Da war noch ein Vierz dabei, sagt der Sheriff Andy. Ja, das kann eh sein. Ulrich ist auch am Start, herrlich. Wo ist das gegangen, meinst du, das Medley? Der Hoff-Medley. Ich hab einen Weingarten am Pieserberg. Ich bin da gern, wenn mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Rehm dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle Ruhe. In meinem Weingarten am Pieserberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pieserberg, das Fleckerl, das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tripfelwein. Jetzt bist du der Patrick alles. Ba, 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 ba.
In meinem Weingarten am Biesenberg, mit Flecker lernt es mir allein ich kehr. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Tripfelwein. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin, den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Man kennt fast so zu jeder Zeit, spül ich den Trottel für die Leid. Und manche platzt mir der Kran, da kennt den Wurstel jeder Schlag. Den Kasperl spülen, das stört mich nicht, danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komm, sagt mir gleich, unterhalt mich, komm ich lade dich ein. Und so mach mich Hetze ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Weinfeind, aber trotzdem hab ich nur einen Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein,
dann lade ich mir ein paar Freundel ein. Und hat das Leben das End mir gebracht, kein Mensch mehr über mich dann lacht, so mach die Augen langsam zu und geh allein nicht dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit, es ist mir gut, ein alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Jawohl. Quasi die Hofmädle. Hat zwar nichts mit dem Hof zu tun, aber die Achtel von einer, ich danke euch vielmals, kann gar nicht schauen. Schau, Landtalstromer, so schön. Ich muss ein bisschen zurückschauen. Im Chat. Habe die Ehre. Da geht's zu. Auf der Höhenstraße oben hast du einen wunderschönen Ausblick auf die Skyline. Die Wiener Skyline sieht man von einigen Stellen recht schön. Nämlich sehr unterschiedliche Skylines muss man tatsächlich kaufen. Oder tatsächlich sagen. Was haben wir da alles? In meinem Weingarten hätten wir alle gar keinen Platz, so klein ist der, sagt der Marco Cinelli. Aber ja. Ich muss einmal sehen, die Skyline von Wien, Steine 07 ist, glaube ich auch. Muss aber herkommen. Ich muss nur ein Krügerl machen müssen. Er, Günther Rusel, das glaube ich da sofort. Das glaube ich, das wird. Bis am Berger Welt hat an. Das Solo war auch super, sagt der Rudi Korbes. Ja, danke, die Not macht erfinderisch. Die Not macht erfinderisch. Jazz-Style quasi. Glasball UBR. Ein Wahnsinn. Ja. Ich danke euch vielmals. Die Achteln, herrlich. Herrlich, bravo Klausi, sagt der Snoop Dogg Doggy Style. Renate aus Mauerbach haut Noten rein, wenn ich das richtig sehe. Wo ist Spike am Boot tut die Achteln? Na was denn? Susanne Fabra, wo ist Patrick heute? Ja, warst rechtzeitig dazugekommen, dass das wissen? Ja, der Patrick liegt. Der liegt krank da nieder mit Antibiotika, aber es geht ihm gut. Aber wird das nächste Mal wieder dabei sein, bin ich sicher. Die Dunja Andrusch, was kannst du bitte noch die Geschichte von deinem Bart erklären? Naja, das ist so eine Sache. Eine traurige Geschichte. Das war so, dass das alles schon so wild gewachsen ist. Und ich gesagt habe, nein, ich muss das jetzt irgendwann schneiden. Und ich war das letzte Mal beim Friseur, also beim Barbier in meinem Fall, das letzte Mal im November. Und damals habe ich gesagt, na warte mal, nicht damals, im November war ich und dann vor Weihnachten habe ich gesagt, erst bringst du mich noch unter vor Weihnachten. Sagt er, nein, das war so kurz vor Weihnachten, hat er einen Termin gehabt, 5. Februar. Das weiß ich auch noch. Na gut, sage ich, Alter, nein. Jetzt habe ich ihn wachsen lassen. Also seit November ist der gewachsen, ist alles gewachsen. Also, dort wo was wächst. Und dann, das ist mir dann zu viel geworden. Und dann hat es geheißen, ja, irgendwann darf man wieder aufsperren, als Gassen, da wieder nicht, der Lockdown geht weiter. Und dann irgendwann doch, ja, die körpernahen Dienstleistungen, also Friseur darf wieder, aber halt, ja, mit Test und so weiter, sagen wir, gut, okay, geh mit Testen und so weiter, aber ich muss mir einen Termin ausmachen. Und so haben wir gedacht, wenn der schon vor Weihnachten den nächsten Termin am 5. Februar gehabt hat, ja, dann warte ich jetzt wieder 2-3 Wochen Minimum, bis ich überhaupt einen Termin kriege bei meinem Barbier. So haben wir gedacht, na gut, magst du das selber? Naja, ist klar, was rausgekommen ist, nicht? Na gut, aber er wächst schon wieder. Zu viel Moos getrunken? Nein, leider nicht. Warum wächst er jetzt wieder? Naja, weil das
ist ja nur gekürzt worden. Quasi fast komplett, aber gekürzt, aber er wächst wieder. Er kommt wieder. Fahrt ab, jetzt wieder da, fertig. Sheriff Andy, Dankeschön. Richtig. Auf den Punkt. Der Abdreht, guten Abend, ein bisschen spät, aber doch. Wir freuen uns, dass du da bist, das ist uns wichtig. Wenn der Rodolfo Corbetto da ist, muss doch auch das Gleichgewicht spielen. Stimmt, Gleichgewicht. Moment, noch eine kleine, ne? Weil das passt zu dem Lied. Ich glaube, ich zähle durch, Korbes. Ich glaube schon. Ich geh gemütlich heim, da steigt mir wie ein Darm. Ja, aber jetzt hab ich geflucht, was ein Besoffener auf der Gassen sucht. Hat der Lackel bläht, was suchen's auf der Erd? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere. Anders find ich's nicht, nein, das Gspiere. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gerade dann, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder. Sonst haut's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich ein Liter Wein. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön. Die Leute glauben, ich lern gehen. Ja, weil ich umeinander rutsch und wie ein Baby die Krawatten lutsch. Da schreit der alte Mann, so laut als er nur kann. Jetzt ziehen die Leute schon, der Hund wird der Mensch an. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere. Weil anders find ich's nicht. Nein, das Gspiere. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gerade alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder. Sonst hat's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich einen Liter Wein. Fangt das dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, jetzt habe ich aber nicht alle Satten getroffen, die ich treffen wollte. Aber die wichtigsten habe ich getroffen. Jawohl, für den Rudi Korbes, dass wir uns bald wieder spielen. Was haben wir da alles? Christopher da, Gleichgewicht, Leiwand. Ja. Die Achteln. Mach den Daumen hoch, sagt der Sheriff Andy. Ja, genau, den Daumen hoch. Ohne Bart war aber auch nicht schlecht. Warum bleibst du nicht dabei? Die tun ja anders. Tu mich da nicht verführen. Das macht man nicht. Gescheit ohne Bart. Ich habe beim Bill einen Ausweis zeigen müssen, wenn ich mir einen Stiftel kaufen hätte wollen. Klausi, du hast heute, schon fast 80 Zuschauer. Ich glaube, das ist Höchststand, oder? Nein, wir haben schon mehr gehabt. Also Pavlatschen haben wir schon mehr gehabt, natürlich. Aber ja, schon immer so um die 80, ja. Das stimmt. Aber ich glaube eher, dass dann, was die Leute schauen rein, sehen, der Klausi allein. Ja. Und dann wieder an. Einige. Ich habe auch schon eine Corona-Gedächtnisfrisur. Ich war das letzte Mal im August im August schon davor. Da schau, Thomas Bastlecke. Morgen Nachmittag sollte die Rohfassung vom Tisch fertig sein. Na, das ist eine Welt. Aber ich komme morgen, nicht? Morgen oder übermorgen, damit. Da müssen wir es noch ausmachen. Ich komme nicht. Der Tisch, wer es nicht weiß, ich baue mir ja, also ich. Mein Bruder und ich, Thomas Bastlecke, wir bauen uns so einen, wir bauen für mich einen Studiotisch, wo ich das Klavier einschieben kann. Für Wien. Ne? Weil da habe ich so eine Stage-Piano und dann ist wo der Computer und die ganzen, die Gerätschaften fürs Studio, fürs Heimstudio. Ne? Und da unten zum Außerziehen das Klavier. Nur so einfach ist ja die Geschichte nicht, weil ja das Klavier, das so 13,5 Kilo ist, 88 Tasten, also ein großes, also wirklich die Klaviatur von einem großen Klavier, also schwer und lang. Und das kannst du natürlich nicht auf so einer Auszuglader ausziehen, das hält sich nicht aus. Wenn du dann aufhörst, dann noch schon gar nicht. Jetzt hat das quasi ein Tisch in Tisch mit 4 Schienen, zack, zack, links, rechts 2 und auf Ruhen,
fährt das raus. Also bis jetzt fährt es eher so raus, aber grundsätzlich, wenn es funktioniert, soll es so rausfahren. Im Idealfall. Ja, und da haben wir so diverses vor. Aber auf jeden Fall, na Leiwand, Tommy, aber wie gesagt, morgen nach der Sendung, nach meiner Morgensendung, kann ich natürlich, oder fahre ich gerne raus, natürlich nach Dernitz. Und dann bauen wir am Tischl weiter. Müssen wir dann natürlich auch noch schön machen. Das Design ist ja nicht unwesentlich, muss man auch ehrlich sagen. Nicht? Ja. Ja. Hallo zusammen, endlich wieder einmal dabei. Grüße, Entschuldigung. Harald Selinger. Das Gleichgewicht. Das Lohne, das ist eine Weltnummer, das Gleichgewicht, ich weiß. Jawohl. Mach einmal links mit und rechts ohne Bad. Sheriff Andi. Ich bin ja kein Bank. Fatscher Motto sagt auch, mit Bad. Mit Bad siehst hübsch aus, sagt die Susanna auch. So schaut's aus. Ich meine, und das ist einfach, ich schaue seriös aus mit dem Bart. Da glauben die Leute, ja, das ist also scheinbar, das ist ein Mann mit Lebenserfahrung und. Ich meine, wenn ich rasiert bin, dann schaut es so. Ich habe total jung ausgeschaut, also wie ich ganz glatt war, bist du gescheit, ich bin selber geschreckt. Ich habe automatisch, glaube ich, 3 ganz Töne höher geredet, von der Stimme her, weil ich mir so jung vorgekommen bin. Schier direkt. Aber natürlich der Sheriff Andi, der bringt schon auf den Punkt. Der Klaus schaut immer gut aus, egal ob mit oder ohne Bart. Jawohl. Sheriff Andi. Die Irme Hinkhofer sagt auch mit Bart. Ihr baut für dich oder er baut für dich, Andreas Christina. Naja, wir bauen schon beide, aber halt. Aber bei ihm in der Werkstatt und schon eher in erster Linie. Aber ich bin schon dabei. Abstimmung, falscher Motto. Machen wir Abstimmung? Nein, es ist eh schon. Ein Maunebord geht gar nicht, sagt der Straßenhans. Meine Rede. Ein Bösendorfer Tischler. Tischl, quasi. Ich habe gehabt in Otterkring, da war es da waren so die Steher von Otterkring. Da habe ich sogar auf der Uni eine Seminararbeit über die Bärschen geschrieben. Es waren sogar war eine Dame dabei, die Elfi. Ich glaube, die lebt aber leider nicht mehr. Also wie die meisten wahrscheinlich aus dem. Das war die Steher von Otterkring. Die sind immer nur zu den Heurigen gegangen, nicht? Und jeden Tag. Und haben sich aber nie hingesetzt. Die sind immer nur bei den Stehtischern gestanden, haben dort ein paar Achteln getrunken und sind zum nächsten Heurigen gegangen und so weiter. Meistens so also wie ein Stammtisch, nur halt, dass man gestanden ist am Stehtischerl. Das waren die Steher von Otterkring. Das war ganz witzig, weil da hat der eine der Weinstock dann einmal dieses Stehtischerl weggekramt und hat dort so normale Tisch hin. Und das hat er nach einem Monat wieder gewechselt, weil er gesagt hat, das sind ihm die ganzen Leute ausgeblieben und die Mann und die Achteln, die haben sich rentiert. Und da war einer dabei, älteres Mandel, ein ganz lieber, sympathischer Typ. Und das war ein Klavierbauer, ein Gelernter. Also da waren schon interessante Leute. Der war Klavierbauer und mit dem wird er lang plaudert und oft. Und das war, aber der war nicht beim Bösendorf, also das war richtig, der hat Klavierbauer gelernt. Wahnsinn. War spannend, mit dem zu plaudern. So, jetzt bin ich drauf gekommen, weil du sagst, Bösendorfer Tischl. Ja. Marvihof sagt auch auf jeden Fall mit Bart, ja, ganz klar. Also es schaut, ne, Dunja, du weißt, ich schätze dich sehr, aber es schaut schlecht aus. Für die bis jetzt bist die Einzige, die darauf plädiert, ohne Bart. Von wem ist der Wein? Kenne ich den? Lord, glaub einmal. Naja, den Natur ist am kennen, das ist aus der Südsteiermark. Muster, vom Muster in Gamlitz. Weingut Muster in Grubtal 14 in Gamlitz. Das ist Sauvignon Blanc. Kennst sicher. Ob der nicht dort irgendwo da beim Scoffis. Aber ich weiß nicht, ich war 2 oder 3 Mal, glaube ich, war in Gamlitz. Das war nicht, komme ich nicht raus so. Aber du wirst kennen, nämlich an. Nochmal gleich nachschenken. Das ist immer das, jetzt schenkst du ein, dann nimmst du einen Schluck und dann ist er schon wieder. Es fällt schon wieder. Wisst ihr, was ich meine? Das ist unpraktisch mit den Achteln. Der Günther Russel ist der Diplomat. Wie du dich besser fühlst, machst du es.
Ja. Bart oder kein Bart, wie auch immer, wenn man einen ordentlichen Bartwuchs hat, dann ist man halt wandlungsfähiger. Ja, das stimmt, ein Bartwuchs habe ich. So viel Glotzen ich da oben habe, aber Bartwuchs, den habe ich schon. Den habe ich schon, ordentlicher. Und der graue Bär, na was glaubst du? Ich schaue so seriös aus. Jesus, na Superchat, Michael Ahammer, 15 Euro. Klaus, super, auch als Solo-Show. Ich hoffe, du magst auch das Frühstücksfernsehen weiter, ist leibend. Wenn ich Zeit dazu habe, höre ich voll gern deinen philosophischen Ergüssen zu. Ja, wenn ich philosophische Ergüsse gerade habe, ich danke dir aber recht vielmals. Michael Ahammer, danke dir schön, sehr zum Wohl. Aber weil du es gerade eine hast, kann ich einmal ganz vollkommen ohne ja, ich möchte einmal sagen, ohne Nebengedanken einmal einblenden, Möglichkeiten, den 16er Buben Geld zukommen zu lassen. Also auch wenn es eine Solo-Show ist, natürlich wird das aufteilt mit Patrick. Das ist ganz klar. Ich hätte mir auch gern einen bauen, bin aber nicht daheim. Was? Wo? Was? Franz Brandwein, was meinst du? Ich hätte mir auch gern einen bauen, bin aber nicht daheim. Verstehe nicht, auf was sich das jetzt bezieht. Es wird schon wieder ein Blödsinn auch sein, wahrscheinlich. Ohne Patrick gibt es gar keine Werbung für den virtuellen Hut. Da sieht man, wer das Geld bei euch eintreibt. Ja, du hast recht, aber siehst du das? Ich habe das sofort ein. Ohne Bart viel jünger. Mir hat es gefallen, sagt die Dunja Andrusch. Aber schau, das merke ich jetzt schon, allein nur in dem Satz, merke ich schon, wie du das Schnowfeld siehst. Ich sehe das, wie es daheim sitzt, ja, der arme Karl Michi daneben, wahrscheinlich schon auf Sicherheitsabstand gerückt, geht's da? Und da sehe ich schon, wie du mit Schnowfeld ziehen da sitzt. Ja, aber ohne Bart, was viel jünger ausschaut, das hat mir jetzt gefallen. Ja, so, was? Ja, Abstimmung. Ja, aber wie machen wir Abstimmung? Da gibt es ja nicht so eine Live-Funktion. Christoph Acker, bist du ausgeschlossen, oder? Du, ne Androsch, das wäre gemein gegenüber von Klaus höchstens, ihm ist das egal. Ja, ist ja nur Spaß. Gut, Erich. Russell, das ist ja nur ein Scherz, aber du weißt, ich kann ja den Damen nichts abschlagen. Was soll ich denn machen? Aber es schaut gut aus. Die meisten sind für den Bord. Jetzt braucht der Ofen aber doch Nachschub. Ja, ich lege mal was nach. Ich danke dir schön. Christoph Ratau. Er schaut immer auf den Ofen, das ist, taugt mir. Bin schon in Otterkring gezogen, AG gegen tiefstes Wien. Facciabotto. Naja, oh, es gibt Ärgere. Also es kommt natürlich darauf an, Otterkring ist ja sehr vielschichtig. Nicht? Das ist aber das Leibende wiederum an Otterkring. Du hast wirklich vom Giertelweg, also du hast vom Ruhrs über den Markt, Brunnermarkt und so, über so das, ich sage jetzt mal so diese klassische, wie nennen wir das, so diese klassische, das rote Wien, Leid, ja, weil Proletten will ich nicht sagen, weil das sind es gar nicht oft so, aber so dieser klassische, der klassische alte, der Wiener, der rote Wiener, ja, weiß nicht, was man sagen soll. Das meine ich gar nicht politisch, aber so diese Ding, das hast du auch so. Ja, und dann geht's auf und dann geht's so wie in Minenberg, so die besseren Leute, ne? Also so die Schwarzen dann sozusagen. Und das heißt alles in Otterkring. Also ich finde das eigentlich grundsätzlich leibend. Die tun ja, man muss wissen, wenn man verliert. Gebe mich geschlagen. Was so schnell ist ein Wahnsinn. Gamlitz ist immer super, sagt die Daniela. Ja, ist ein gutes Tröpfel, finde ich auf jeden Fall. Die ganze Tennis-Ex-Elite, das Kopf und Muster. Ja, aber das stimmt wirklich. Aber das Kopf ist glaube ich, wirklich, äh, ist wirklich mit dem Kopf, mit Tennisspieler mit dem Kopf verbandelt. Aber das wisst ihr mehr vielleicht, die da in der Gegend daheim sind. Lord, glaube ich mal, so ein junger, visionärer Kerl, sagt er. Mhm. Na, Leimand. Das ist jetzt ein Wahnsinn. Der Ofen, ja, ich denke, ich habe in Mühlbach am Hochkönig mein erstes 16er Blech drunter, Steine 07 und, naja, ich meine, ich muss leider jetzt sagen, Otterkringer, das klassische Otterkringer Helle ist gar nicht mal so ein gutes Bier, finde ich. Aber, da gibt es das Wiener Original, das ist schon sehr gut, also das trinke ich gern.
Ja, und so die Spezial, ich habe gearbeitet in der Brauerei, nicht? Klar, auch jeder Otterkringer, jeder, der aufgewachsen ist in Otterkring, hat irgendwann in der Brauerei gearbeitet, als Zapfer oder sonst was. Und da hat es natürlich gegeben, oft dreierlei Zwickel. Ne? Das rote Zwickel, das normale Zwickel und noch irgendeins. Und das frisch Oberzapfen, das war schon wild. Das waren schon gute Sachen. Ja. Für das Frühstücksfernsehen auch super. Leider muss ich arbeiten. Falscher Mutter, ja. Danke für Feedback für mein Video. Günter Rich Russell. Onkel Ramirez hast du gemeint. Ja, ja, ja. Na, aber das muss ich mir noch anschauen. Häutlicher Hulzähne, ich da frier. Ja, mein Gott, der Zonko. Jetzt fängt der Zonko an, wie dann nervös. Jetzt da. So. Ah, weh. Sich das auch. Schau her. Ein bisschen Luft braucht der Ofen. Dann brennt er gleich wieder ordentlich. Tisch, Ofen. Ist großartig. So, Bad oder nicht Bad, ganz wurscht, der Ofen ist aus. Na, der geht nicht aus. Brennraum Zonkos Welt ist der Ofen aus, ne? Schau. So ein Blödsinn, ich bin ja Tussi, was? Ich mein, was? Was? Ich bin, die tun ja was? So ein Blödsinn. Hab ich dich da erwischt? Nein, das weiß ich eh. Tun ja. Ich meine, was ich sage oder schreibe, das weiß ich eh. Das weiß ich eh. Aber trotzdem, du bist sicher gesessen mit Schnoffel. Der Michael Karel, der soll mir das bestätigen. Du bist sicher gesessen mit Schnoffel, wenn ich sag, ohne Bord gefällst mir besser. Leibwand, tun ja alles in der besten Ordnung. In Klaus ist der Ofen ist schon aus, darum gehe ich jetzt nachlegen, damit es wenigstens bei mir warm ist. Bravo Marco Ginelli. Mit Bord sieht es besser aus. Fritz Startguss, richtig. Wobei es natürlich oft schon so ist, dass man sich, wenn man einen kennenlernt mit Bord, dass man sich dann wirklich total schwer tut. Umgekehrt ist leichter. Aber wenn man einen mit Bord kennenlernt und dann ohne Bord sieht, das ist teilweise hart. Keine Abstimmung, der Klaus muss sich wohl fühlen. Ich war schon für die Abstimmung gewesen. Heißt ja nicht, dass ich mich noch halten muss an die Abstimmung, ans Ergebnis. Glucker Floridsdorf ist auch dabei. Was? Den Ruhes haben sie ausgeschmissen aus dem 16. Die sind alle aufs Land ausgezogen. Bucklige Welt, Rosalia etc. Onkel Ramirez, ja, ja. Proletten, alles da in Eiern. Das ist ein Wahnsinn, sag's ruhig. Ist ein Wahnsinn. Nein, ich wollte das ein bisschen nobler halten. Das Kaufhorstel, Gott habe ihm selig. Wo ist das Kaufhorstel, das war der Winzer, ne? Das war der Winzer in Gamlitz. Oder dort irgend. Ja, käme da zu wenig. Christoph Acker, Otterkring kurz zusammengefasst, vom Ruhes zu den Schwarzen. Das ist ein Wahnsinn. Otterkringer schmeckt mir nicht. Nein, wie gesagt, das Helle nicht, aber da gibt es schon gute. Schau, der Ofen jetzt brennt. Jetzt wird mir gleich heiß werden. Ja, der Buckligen Welt ist ein Wahnsinn mit denen. Der Marwehof leidet mit uns zugrassen. Derweil sind beide vom Marwehof. Beide zugraste. Ich bin schon länger da wie der Manfred und die Vicky. Vicky, sag's einer. Ich bin schon länger da. 2 Jahre. Das Zwickel geht noch. Wie noch original schmeckt. Aber das Hölle mag ich auch nicht. Susanne Faber, schau so Thomas mal zu. Naja, ich komm nicht dazu, wahrscheinlich nicht. Wenn es mal ausgeht, natürlich. Aber dabei mal geht es nicht wirklich aus. Ja. Du musst ihm ein bisschen einschüchtern, den Nachbarn. Stößt ihn mit Mistgabel und Fackel vor die Klause und größt ein bisschen alleine beim Fenster, dann folgt er. So, jetzt muss ich die Luft zurückdrehen, ne? Weil da brennt's. Wieder gleich so heiß auch immer, ne? Eieieiei. Der Brennraum passt wieder, Ja. Es gibt der Ofen ordentlich Gas. So, jetzt spielen wir wieder was. Otterkring, jetzt haben wir von Otterkring geredet. Ja gut. Jetzt machen wir Otterkring.
Jetzt spürst den Herbst in deine Bahnen. Nebel auf der Brust und auf der Welt. Herbst ist ziemlich oft für uns einer zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Planen tanzen durch die Hasner Straßen. Alles ist verkühlt, jeder Böll. Die Liebespaare haben die Park verlassen zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Platz. Der geh erst einmal bei Texten ein. Brunnermarkt, nein. Brunnermarkt, Liebertstal, Stachernal, der Ort. Mal da und wir waren dort. Brunnermarkt und Leben, das liegt beieinander. Wer am Markt der Stadel hat, der hat einen guten Stand. Ja, und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kuchel geht am Gang. Mutter und so Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du dich verlieren. Beiseln von der Traurigkeit und Parkplätze zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Gendarm. Trotzdem bin ich wie ich glaub, doch nur da daheim. Die kleinen Madeln tragen jetzt dicke Socken und überm Kopf ein schwarzes Regenzelt. Der Wind fährt einer durch die Locken zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Die Galitzberg siehst durch einen Schleier, alles ist verkühlt, jeder Böd. An die Rauchfänge merkst, sie machen Feier zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ippenplatz, Liebhanstal, Stachernal, der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und Rebfallbad, das Leben, das liegt beieinander. Wer am Markt der Stadel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kuchel geht am Gang. Mutter und so Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du dich verlieren. Beiseln von der Traurigkeit und Parkplätze zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Gendarm. Trotzdem bin ich wie ich glaub, doch nur da daheim. Ja, sowas, auch so in Gatsch gegriffen. Na, da ist mir jetzt gar nichts mehr gefallen. Habt ihr es gemerkt? Na, wahrscheinlich. Es ist dann blöd, wenn da der Text entfällt und wie es geht. Das ist ein Wahnsinn. Ich hab da einen super Chat da vorhin gesehen. Ja. Lord, glaub mal. 5 Euro, dank der schönen Brustklase. Heute haben wir Apfelmus gefüllt. Da habe ich wieder nachgedacht. Schade, dass der Patrick außer Gefecht ist. Ich danke dir schön. Lord, glaub mal. Und wie gesagt, der Birnermoos, den haben wir uns schon rein. Den haben wir uns schon rein. Apfelmus, sehr gut. Sehr zum Wohl, meine Herrschaften. Was, 90 sind wir? Was? Achso. Sind wir gewesen, oder? Na siehst du, die sind gleich wieder angezogen. Was war der Höchststand? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich habe beim Zonko so 360 Gramm, ja, da sind wir noch weit weg. Aber ich weiß, wie der Zonko das erste Mal in der Pavlatschen war. Also da waren wir dann an die 200. Und ich mit Chat, ich war überfordert. Das ist der Grenz, der Chat. Bin ich nicht nachgekommen. Hinten startet Apollo 16. Das ist ein Brenner am Zonko, hä? Das fährt. Was glaub, wie es da heiß ist? Um die Geschichte aufzulösen, Steine 07, der Herr Bürgermeister lachte über unseren Tisch, weil halb Europa Biere drauf standen. Aber ich hab schon was Gutes aus Bayern dabei gehabt. Was nochmal? Lachte über unseren Tisch, weil halb Europa Biere, also aus europäische Biere meinst. Was Gutes aus Bayern dabei gehabt? Na ja, sicher. Also, wenn du in Bayern kein gutes Bier kriegst. Wobei, das sind natürlich besonders die Weizenbiere. Und das ist jetzt nicht so, ich meine, ein gutes Weizenbier, ja, eins. Aber so, also dass ich da jetzt mehrere kriege, eine Zisch. Ja, kann natürlich schon auch passieren. Aber
Wie kalt ist es in Wien gerade, fragt der Huber ist. Das kalt? Moment, da frage ich die Alexa. Alexa, die Temperatur in Wien, bitte. Im Augenblick liegt die Temperatur in Wien bei -3 °C. Heute Abend wird eine Tiefstemperatur von -5 °C erwartet. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, danke. 2 Grad. Oder waren es 3? Ich hab nicht zugewirkt. Das ist ein Wahnsinn. Mach's wie die Bienen, summ einfach die Lücken zu. Nee, aber wenn es quasi also eine Lücke ist per Definition der Abstand zwischen zwei Fundamenten, sagen wir jetzt einmal. Nur wenn also alle Fundamente weg sind, also kein Text mehr, keine Melodie und keine Akkorde, dann wird es schwer, das mit Summen zu schließen. Schon ewig nicht mehr gespielt und schon ist der Text aus. Ja, wirklich wahr. Zonkos Welt. Freu mich du den Mund. Das machen wir sicher wieder, Herr Mandl. Herr Mandl, das machen wir sicher wieder, wenn der Zonko bei uns ist, in der Pavlatschen. Freu mich du den Mund ist ja quasi, kannst du sagen, ist ja ein Fixstarter. Alkheimer, größtes Verständnis. Na, danke. Du, und Zonko, du hast ja gesagt, du kannst jetzt da improvisieren, am Blues oder was, nicht? Das werden wir auch machen. Dass du mit dieser Blues-Tonleiter drüber improvisierst. Das wird noch mörderische Pavlatschen. Ja. Lerchenfeld, da wohnt ja auch der Ruhes, gell, Zonkos Welt. Ja, aber es heißt zwischen Otterring und Lerchenfeld. Allerdings ist es eine schnelle Redewendung, weil gemeint ist es Neulerchenfeld. Ja. Der Zonker weiß es vielleicht. Ich glaube, das Lerchenfeld ist dann nach dem Gürtel und das Neulerchenfeld ist heraus am Gürtel. Das muss ich jetzt ehrlich sagen, weiß ich gar nicht genau, aber ich glaube, das ist so. Vielleicht weiß es aber der Zonker. Weil das ist dann das Lerchenfeld, aber ich glaube, statt auswärts nach dem Gürtel ist dann, glaube ich, das Neulerchenfeld. Superchat Duke auf Floridsdorf. Naja, 10,99, dank der Firma ist Duke, auf den Wohl. Prost. Weil das habe ich natürlich beibehalten, dass ich natürlich, wenn ein Superchat kommt, natürlich einen Schluck auf den Spender trinke, das ist klar. Trepfelbad, ja, das haben wir schon lange nicht gespielt, gell? Trepfelbad. Ja. Der Alkohol fordert seinen Tribut. Bald. 2 Deppen, ein Gedanke. Christoph Acker. Daniel Schlegel zu Christoph Acker. Herrlich. Na gut, spielen wir gleich. Ja, machen wir das Trepfelbad, ja? 50 Daumen nach oben, sagt der Erich Ruslan, nicht schlecht. Oder danke. Schau dir was an. 81, trinke einen Schluck Wasser. Da trinke ich einen Schluck Wasser, werde ich nervös. 81. Wenn ich beim nächsten Lied wieder so in Gatsch greife, wie jetzt da, dann haut mir das zurück. In Wien hat es derzeit -3 bis -5 Celsius, je nachdem in welcher Ecke man gerade ist. Snoop Dogg Doggy Style, so hat man doch die Alexa schon alles gesagt. Weißt du, ich bin so hinten auch. Ein Leibwärtskapperl, sind das Rotweinflecken? Nein. Das ist ein Kaffeesackel. Boah, lass jetzt eh. Es glänzt zwar ein bisschen, aber ich habe da einen Staubtierchen. Kann ich das so? Die glänzt ein bisschen glatzen, aber ist nicht so arg, ha? Kann ich es herunterlassen? Ich kann euch auch anbieten, mein neu erworbenes Kapperl. Die Besucher meiner Morgenshow Shitchef Schauer, die wir kennen schon. Da wird einer halten. Jawohl. Volvo. Warum? Weil, das habe ich einer rausgerissen. Kostet 13 Euro, glaube ich, oder 14 Euro, was mich auch schon überrascht hat, weil ich immer glaube, diese Volvo-Sachen sind ja verdammt teuer, diese Merchandise-Geschichten. Und da sind wir zu meinem Bruder gefahren, waren wir einkaufen, beim Hornbach, haben wir bestellt, das Holz für meinen Tisch, für meinen Studiotisch, das haben wir geholt. Na, und dann sind wir zum Thomas gefahren, zu meinem Bruder, nicht? Thomas Bastlecke, nach Dernitz, und wie wir da weggefahren, haben wir bei den Eltern noch vorbeigeschaut, dann haben wir mir einsteig, leicht wieder ein Lamperlauf, dass irgendwas halt mit meinem Futterraffel in Ordnung ist, und man dachte, der Sensor ist im Arsch, aber was so ist. Und am Weg, auf dem Weg zu meinen Brüdern, fahren wir beim meinem Volvo-Händler vorbei, bei der Werkstatt,
Dann habe ich gesagt, ja warte, da fahren wir gleich zu, da schauen wir, der soll sich das anschauen. Ja? Wir fahren dort hin, was ist, für neue Raffen wir kaufen müssen, ne? Weil der Raffen hin war. Und da habe ich einer das Kapperl rausgerissen. Da habe ich gedacht, pass auf, wenn ich schon 600 liegen lassen kann, reise ich mir ein Kapperl raus, aber das ist 13 Euro. Jetzt habe ich das Volvo-Kapperl. Aber mir gefällt es, weil das so dezent ist. Was war das? Trepfelbad machen wir gleich. Trepfelbad machen wir. Das wundert mich allerdings, dass du dir freiwillig den US-Spion in die Klause setzt. Michael Ahmer. Das habe ich zum Testen. Das habe ich zum Testen, weil. Alexa, schenk doch mal nach. Pass auf. Alexa, spiel ein Lied von den 16er Buben. Songs von 60 werden von Spotify abgespielt. Alexa, stopp. Das ist das einzige Problem, dass du nämlich nicht Deutsch versteht. Also nur Deutsch, sondern nicht Wienerisch. Das musst du anders sagen. Alexa, spiel mir ein Lied von den 16er Buben. Songs von 16er Buben werden von Spotify abgespielt. Alexa, stopp. Spiel ich selber. Naja, auf jeden Fall, na, das ist schon lässig. Gibt der Alexa einen Schluck Wein. Ja, nein, ich habe das zum Ausprobieren. Das ist echt leibende Geschichte. Und ich bin da schon, ich bin jetzt nicht so negativ eingestellt auf die Sachen. Ich meine, ja, Spion hin und her. Nur, ich sage ja so, auch jeder, der ein Smartphone besitzt, die braucht da nicht mitreden. Wie soll ich sagen, weil es eh schon wurscht ist. Aber grundsätzlich natürlich richtig. Nur man wird ja nicht angehört, sondern man kann theoretisch abgehört werden. Nur es kann nicht jeder an jeden anrufen, der Alexa daheim hat. Das glaube ich zumindest nicht. Und wenn, ja, dann haben sie ja andere Möglichkeiten auch. Aber mir ist um das gegangen, dass das ist definitiv die Zukunft. Kann man sich dagegen wehren oder nicht, aber es wird so sein, weil der Mensch grundsätzlich dazu neigt, sich dem Gemütlichen zuzuwenden. Nicht? Also alles, was Convenience ist, setzt sie immer durch. Das war so. Nicht? Also wenn man früher zusammengesessen ist an einem Tisch und man hat über was plaudert, dann ist irgendwas aufgekommen, ein Thema, wo man sich nicht sicher war, dann ist vielleicht tatsächlich einmal einer, dann der Hausherr oder was, oder die Hausfrau sozusagen, dann reingegangen und gesagt, im Lexikon nachgeschaut, nicht? Oder man hat dann irgendwo anders halt dann nachgeschaut, wenn es irgendwas war. Dann irgendwann ist dann schon das Internet gekommen, dann ist man dann gegangen zum Computer oder im Auftrag. Dann hat man nachgeschaut, aha, siehst du das, da steht die Antwort, was wir jetzt diskutiert haben. Ja, dann hat man schon das Handy gehabt, dann braucht man nicht mehr rein zum Computer, dann schaut man am Handy nach. Und jetzt statt dem sagst du dann, du, was ist das und das? Und so wird es sein. So wird es sein. Und ich habe mir das angeschaut und ich habe mir über diese Echo Dot, das ist ja nicht teuer. So beim Black Friday, das kriegst du recht günstig, weil dort gibt es ja diese Skills und alles Mögliche. Man muss mit der Zeit gehen. Man muss mit der Zeit gehen, sprich, für mich heißt es, man muss sich ein bisschen auskennen, sonst auch nicht viel. Also es hat jetzt für mich noch keine wirkliche Relevanz, aber ich wollte das anschauen, wie das funktioniert. Deswegen habe ich das daheim. Ansonsten, ich steuere ja nichts damit. Ich lasse mich wecken und ich lasse Musik spielen. Oder gibt es dann schon super Sachen, wo du das Licht steuern kannst und was weiß ich was alles und die irgendeine Kamera, wenn du eine hast und ist die Tier aufmachen oder zusperren, alles möglich. Ich finde es nicht uninteressant und man darf eins nicht vergessen, wir haben den Luxus, dass wir es uns aussuchen können. Einer, der zum Beispiel im Ruhestuhl sitzt, für den ist das schon eine leibende Geschichte. Ne? Wenn der sagen kann, da ist Licht auf oder an, oder den Fernseher auf oder was auch immer. Muss man auch ehrlich sagen. Ich gesagt, durch die Blumen gemeint, ich gehe schlafen, Alter. Ulis Lonneck richtig sagt er. Ich weiß nicht mehr, auf was war. Über den Gürtel, neu, unterhalb Lerchenfeld. Ja, stimmt. Ich habe mir's gedacht. Ich war mir nicht sicher, Zonko. Genau. Aber das heißt, die Otterkringer Seiten ist es Neu-Lerchenfeld und dann die Josefstädter Seiten ist es Lerchenfeld. Ja. Der Christoph Acker sagt, fragt die Alexa, was Lerchenfeld aufhört. Alexa, wo ist die Grenze in Wien zwischen Neu-Lerchenfeld und Lerchenfeld? Das könnte deine Frage beantworten. Wien grenzt an Niederösterreich.
Gut, Zonko, Wien grenzt an Niederösterreich, das muss uns reichen. Jetzt muss ein Tiroler fragen, was Lerchenfeld ist. Nein, ich war mir nicht sicher. Thomas Basleger, Neulerchenfeld ist im 16. und kann daher nicht innerhalb von Gürtel sein, oder? Na, das habe ich schon gewusst, dass es Neulerchenfeld nicht innerhalb von Gürtel ist. Aber ich war mir nicht sicher, ob tatsächlich es so ist, dass das wirklich die Grenze ist. Das Lerchenfeld und Neulerchenfeld, dass das wirklich vom Gürtel gegrenzt ist. Das war meine Überlegung. Susanna Faber, die Wampen. Ja, die können wir spielen. Die sollen die so Flöße machen, die kennt sich nicht aus. Das muss man echt. Licht auf dran, auch dran, das geht nicht. Aber sowas, aber. Kaffeesackerl mit Rotweinflecken. Ja, das Kappel, das ist eine Welt, das ist ein Kaffeesackel. Das ist ein Kaffeesackel gewesen. Und das Thema ist dann so ein Kappel. Da innen steht so ein Futter. Ist so ein Kappel geschneidert worden. Geschnitzt. Ich finde das. Ich habe einen Hut auch, aber der ist in Wien. Ich habe einen Hut auch. Der schaut aber leibend aus. Matthias Mariacher. Volvo macht jetzt auch Motorräder, das war's. War auf Besuch bei meinem Bruder und seiner Frau. Die haben auch Alexa. Ich habe ihr lauter depperte Fragen gestellt und sie zur Gaudi geschimpft. Die hat urleibend gekontert und lustig geantwortet. Ja, ich glaube die eher. Das ist sicher irgendwo ein Spaß. Ich habe das noch gar nicht so gemacht. Weil wie gesagt, mir hat das schon interessiert. Und ich sage jetzt einmal, weiß ich habe alles Apple, sonst also spricht das alles der Siri. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt so Kleinigkeiten, jetzt haust Nudeln ins Wasser. Jetzt willst du einen Timer stellen und sagst, schau, er ist schon angerufen. Und sagst, was weiß ich stelle mir einen Timer. 8 Minuten auf der Uhr oder am Handy. Am Handy nicht, mehr Convenience ist schon auf der Uhr. Oder du sagst es einfach nur zu Siri oder zu anderen, stell mir einen Timer auf. Klar kannst du eine Eieruhr auch dran, nicht? Aber es ist immer, Convenience gewinnt immer. Nicht für den Patrick ist ein schlechter Ersatz, das ist klar. 600er für Reifen, das sind die SUV-Fahrer, ja. Das ist Allrad, was willst du machen? Naja. Was, du hast das Kaffeesackerl-Kapperl verkehrt auf die Schrift, gehört nach vorn, da ist ja gar keine Schrift drauf. Ach so, oh ja, stimmt, so. Ja, aber so schaut es deppert aus, oder? Das schaut doch deppert aus mit dem. Schaut das nicht deppert aus? Sehen wir mal das Trepfelbad. Warte mal, ich muss da schauen, ich bin da voll hinten noch mit den. Ein Mann sagt Alexa die Nummer von der Mama, daraufhin Alexa fragt doch Siri die neue Schlampen. Genau, Steine, wenn wir auch noch anhören, wie braucht er über meinen Livestream einsteigen? Ja, aber wie gesagt, in dem Moment, wo man ein Smartphone hat, braucht man über das andere jetzt nicht diskurieren. Das ist dann lächerlich, weil das ist halt, ja, das ist ja so. Ich gebe mir dieser Illusion immer hin. Zum einen, dass man irgendwo komplett frei ist und auf der anderen Seite muss man auch ganz pragmatisch sehen, na, was wollt ihr jetzt, du wirst ja nicht angehaucht, da sitzt jetzt keiner und schaut, was beim Glas in der Klause stattfindet. Das ist maximal, werden die irgendwelche, vielleicht, weiß ich nicht, ich meine angeblich ja gar nicht, aber vielleicht illegalerweise sagen sie halt dann, ja, wenn jetzt irgendwelche Begriffe fallen, dass ich das kurz einschalte und dann gibt es so Algorithmen, nicht, die huchen sich das an, was da kommt und wenn weitere Begriffe kommen, ja, dann wird es irgendwann mitgeschnitten und wenn keine Begriffe mehr kommen, wird das wieder auslassen. Die können ja nicht alles mitschneiden und das Ganze. Rein, oder wozu? Ja, das bringt es auch wieder nicht. Ne? Aber, also, und wenn denn so ist, ja, dann wie gesagt, dann ist wurscht. Also, wenn das wirklich so eine massive, tatsächliche Abhörerschaft wäre, was möglich ist natürlich, ich sage nicht, dass es nicht so ist, was möglich, aber dann ist schon wurscht. Also, dann bist du mit jedem neuen Auto und mit dem Handy und auf der Straße und in der U-Bahn und überall ohnehin so unter Beobachtung, dass es schon wurscht ist. Mit dem Fernseher, mit Radio und wie gesagt, ja. Also da,
ich hab mich da ausgeklinkt aus diesem, ich war schon lang auch so auf so einer vorsichtigen Ecken, dann bin ich draufgekommen, es geht. Also entweder, wenn schon Titanic, dann wenn schon Titanic, dann erste Klasse. Entweder bin ich hundertprozentig ohne diese Elektrogeschichten, aber hundertprozentig. Also das nicht einmal ein Festnetz. Anschluss, gar nichts. Oder eben nicht. Und dann ist wurscht. So denke ich halt das derzeit. Aber natürlich, ich kann auch böse erwachen. Und auch das ist möglich. Alex ist ein Geografie-Genie wie der Zonko. Jawohl. Lerchenfeld ist ein Teil von Krems, der Marco Cinelli. Ja, Wahnsinn. Erst Burtscheid, dann Lichtenbusch. Der Gürtel war damals wirklich grenzwertig. Einen Wiener geht es sofort, wenn ein Bezirk nach einer Gasse fragt. Das stimmt aber wirklich. Ist Weltklasse, das Kapperl, gell, Zonko? So, jetzt muss ich da weiterfahren, dass wir endlich spielen. Gute Nacht, Burschenmädels, ne? Der Lord, glauben wir, geht liegen. Ja, der hat kakelt, wie die anderen auch alle, nur ich nicht. Onkel. Und schon hätte er mörderische Tätschen, der Zonko. Das ist ein Wahnsinn. Bitte umdrehen. Ja, gell, Gerhard Spörk. Das schaut scheiße aus, so, finde ich. Nein, ich lasse jetzt herunten. Ich lasse herunten jetzt da. Es könnt ruhig die Glänzer, die Glotzen sehen. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Da geht's zu bei euch. Bei euch im Chat geht's zu. So, jetzt fahre ich runter und aus. Jetzt spüle ich was. Mit was fangen wir an? Na? Jetzt habe ich's. Na? Erst. Am vergangenen Freitag waren wir zwei im Tripfelboot. Dass sie nicht dabei war, das ist schon. Drunten beim Kassier, da hat er fragt nach ein paar Höhe. Ja, was ich sagen, ich bin eine alte Fee. Was sind denn Sie? Dann sie zerrupft der Bisam. Werden's ganz besund, werden's an anderen Ton. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stell ich mich nimmer mehr mit ihnen her. Sie glauben, weil sie da in einem Vogelhäuser sitzen, können sie eine schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in die Hitzen. Und tu dem Kartenbändiger noch eine schmieren. Endlich sind wir drinnen in der umgelehrten Kabine. Ja, die Lockerten, die rennen her und hin und her. Einer von den Lockerten, der ist nämlich gefühlt. Sie freut schon aus, als wie ein Röntgenbild. Sie ist wie ein... Sie ist ein Verhängnis, dass sie so dünn. Das ist ein Blödsinn, ich bin in der falschen Strophe. So, jetzt probieren wir's halt einmal mit unseren Hosen. Kaum was drunter dürft uns der Nachbar wieder rein. Wir kriegen zu einen so einen Mundstrom großen und gehen Zanten ins Boot hinein. Der Gefühlte, der kommt rein, steigt mitten auf der Saft. Dann links nach Hause hin und er ist baff. Wie er wieder aufsteht, da will er zur Brause hin, aber ja passt der Deine in den Duschkabin, in der nächste Klause, unter der Brause, da rennt das Röntgenbild, grad hin und her wie wild. Sie ist ein Verhängnis, dass er so dünn ist, wenn er zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumperam, jetzt hat's ein furchtbar zusammenzuckt, bei den Gefühlen hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verbunden, wenn's er nicht druckt. Das ganze Trepfelbott, das ist jetzt hin. Ist mir da auch der Text entfallen, ich sag's euch.
wenn mir das jetzt öfters passiert, dann ist aber echt wirklich eine Tragik. Dann ist echt wirklich eine Tragik. Ja. Der Karl Busch, spät, aber du bist da. Und das ist wichtig, das freut uns. Der Jota sagt auch, die Kaffeesackkappen ist klasse. Nicht einmal ankapseln hilft. Selbst den Saddam Hussein haben sie in einem Erdloch irgendwo im Wald gefunden. Snoop Dogg Style. Es ist wirklich, du hast im Prinzip gelassen ausgesprochen eine Tatsache. Das ist unglaublich. 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 Nicht einmal ankapseln hilft. Selbst den Saddam Hussein haben sie in einem Erdloch irgendwo im Wald gefunden. Herausragend. Herausragende Poesie. So. Da habe ich da gleich was gelernt. Ja. Was da alles gibt. Danke euch vielmals. Aber dass ich den Text versemmelt habe, das trifft mich jetzt. Wenn der Text aus ist, dann wird es Zeit für einen Schluck. Ja. Ich meine, es hilft nichts. Der Text fällt mir zwar nicht ein, aber ist ja egal. Es ist ja egal. Ja. Jetzt schaut die Dunja noch zu. Wenn die Dunja noch zuschaut, dann erfülle ich einen Wunsch. Weil es so garstig war. Wegen einem Schnuffel ziehen. Wenn du so zuschaust, musst du aber eine schreiben. Musst du einen schreiben, einen Wunsch, aber schreib ein Lied eine, was ich kann. Wenn es geht, bitte. Bitte. Na, das ist ein Wahnsinn. Dazwischen, Susanne hat sich das gewünscht. Wenn die Leute in Grinzing besoffen sind, da tanzen gleich renommieren. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwindeln und zum Liegen. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie mein Hund. Ich sage ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab eine Wurztraumwampen, die zeige ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab eine Wurztraumwampen, die kostet schippig Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jagdrast im Wald, ein Weberl, das mir gefällt, aber nicht einmal noch für mehr, gib ich mein Wampen her. Wenn ich dann aufs Finanzamt geh, da trifft mich gleich der Schlag. Da schlängst mir doch ein Zettel hin, bitte mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Aber ich druck da fest mit Bleistift auf und schreib aufs Formular. Was hab ich noch? Ja, pass auf. Ich hab am Wurztraumwampen, die zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab am Wurztraumwampen, ja, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Juhui! Ein Jagdrast im Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal noch für mehr, gib ich mein Wampen her. Lieber Franke, sind wir ehrlich, sind wir nicht ein bisschen z'Blat? Freilich war das Schlank sehr herrlich, aber Hungern ist ja fad. Lass mal halt für unsere Vierteln und vom Essen die Hälfte stehen. Aber na, das war eine depperte Idee. Weil lieber rund und gesund, als schlank und krank. Weil kommt der Hungersnot, sagt er als erster Morgentod. Eine Reserve Speck, der hat einen zerwicken, weil sonst nicht helfen dann. Wenn wir ausgemerkt sind, Dolio, unser Bauch, der ist nicht schwer. Dolio, drum gehen wir noch nicht her. Da schaut drüben den Superschlanken, den erst schäbern bis daher, den treibt schon der kleinste Windstoß wie ein Bladel vor sich her. Wenn er krank wird, kriegt er höchstens 2, 3 Wimmeln auf der Haut. Na, da bin ich lieber so gebaut.
Wer lieber rund und gesund, alles schlank und krank. Wer kommt der Hungersnot, sagt er als erster morgen tot. Eine sehr viel Speck, der hat einen Zerweg, weil es uns nicht helfen dann. Wenn wir ausgemerkt sind. Dolio, unser Bauch, der ist nicht schwer. Dolio, drum gehen wir auch nicht her. Lieber Freund, weißt was ich mitmach? Ärgert die alte auch? Ja, wenn ich mich grad knockert fit mach, dann sagt sie zu mir Wamperter. Lieber Freund, tu dich nicht kränken, gibt's einmal kein Fleisch, kein Brot, überleben wir jede Hungersnot. Weil lieber rund und gesund, alles schlank und krank, wer kommt der Hungersnot, sind gleich als erster morgen tot, eine sehr viel Speck. Der hat einen Zerweg, weil es uns nicht helfen dann, aber was kann mir jetzt sein? Dolio, unser Bauch, der ist nicht schwer. Dolio, drum gehen wir auch nicht her. Jetzt hab ich's. Ich wär blatt, sagt, das ist a Schand. Mein Bauch, sagt, da spannt mir's Gewand. Ist ein Wunder, sagt sie, frisst ja nur. Schau, die Hosen, sagt sie, geht nicht zu. Es muss was geschehen, sagt er, a Diät. Ja, aber gleich, sagt sie, sonst ist spät. Ich wär Platz, ist a Schand, mein Bauch spannt mir's Gewand, es muss was geschehen, a Diät, aber gleich, sonst ist spät. Podcast 1, sagt er, das ist der, kann man's anschreiben, sagt er, von der Steier. Milch und Semen, sagt sie, hab ich gehört, das ist gesund, sagt sie, und das zehrt. Fleisch und Käse, sagt er, ist erlaubt, aber nur kein Brot, sagt sie, weil das staubt. Ja, Milch und Semmen hab ich gehört, das ist gesund und es zehrt. Fleisch und Käse ist erlaubt, nur kein Brot, weil das staubt. Schon ein Wein, sagt er in der Früh, halb besoffen, sagt er, gehört zur Kur. Verriss die Hälften, sagt sie, das war gescheit. Ich brauch ja auch schon, sagt sie, ein nächstes Kleid. Aber hab mich gern, sagt er, 1000 Rosen. Ich kauf mir, sagt er, a größere Hosen. Hab mich gern 1000 Rosen, ich kauf mir a größere Hosen. Schon ein Wein in der Früh, halb besoffen, brauch keine Kur. Na, 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 na. Bruder, stütz nicht, bis ich komm, weil der Hunger bringt mich Jawohl, jawohl. Das war ein sogenanntes Wampen-Medley. Es war ein Wampen-Medley. Jawohl, schau, die Rotnachteln. Ja. Vor dem Sixpack habe ich noch ein Onepack, ja. Also das ist bei mir auch so ein ja, wie sagt man das, nicht? Das ist wie so eine Folie davor, nicht? So was die Bananaspoiler, ja, großartig. Gefällt mir. Richtig gut, Klausi. Danke, Zonkos. Welt TV. Lieber reich und gesundes, arm und krank, sagt mein Opa immer. Ja, vollkommen richtig. Meine Hosen werden auf wundersame Weise auch seit Herbst immer enger. Ich weiß gar nicht warum. Ja, ich mein, wahrscheinlich frisst viel und bewegst jetzt wenig. Könnte sein. Eines der vielen Möglichkeiten, die bestehen. Prost, meine Herrschaften. Jetzt trinken wir wieder was. 1190 Abonnenten, bravo. Ja, habe ich heute gesehen, ja. 1190. Also bald haben wir 1200 noch, schau. Nicht schlecht. Ich mein, wie es ausschaut, ist der Text da bei der Jazzgitarre aus.
Nein, ist mir ja beim Trepfelbad auch ausgefallen. Ne? Und das war auf derer. Richtig. Franz Bratwein, wer braucht ein Sixpack, wenn er Fassel haben kann? Mehr red. Ja. Ich trinke noch einen Schluck. Man will sie ja übernehmen auch nicht. Man will sie ja übernehmen auch nicht. Was, Christoph Acker, KTM 1190 Abos? Was heißt KTM 1190 Abos? Ganz sicher sogar Klasse Snoop Dogg ist dein, ja. Die Selbstreflexion passt also bei dir, ne? Jawohl. Ja, das ist oft das. Also, ich habe mir schon echt gedacht, ob ich nicht so ein Webinar anbieten werde, was so auf ja, so, was das so auf Bauernfänger, nicht? So ein kostenloses Webinar und dann leite ich aber über, zack, und dann müssen sie sich anmelden zu einem sündteuren Seminar, das kostet viel Geld dann, sagen wir. Und da sage ich einer das Geheimnis fürs Annehmen. Da sage ich einer wirklich das Geheimnis, wie man annimmt. Aber jetzt unter uns, weil es ist ja meine Haberersatz, sage ich es euch jetzt ja schon. Es gibt einen wirklich, also ich habe diese Formel entdeckt. Wie man annimmt. Dauerhaft. Gesund und alles. Weniger fressen, mehr bewegen. Aber da kann ich sicher ein gutes Webinar drum bauen. Superchat, 15 Euro, Sheriff Andi. Prost, Klause, kannst du den Stravanz alleine auch spielen? Naja, Sheriff, den probiere. Erst alles schäbert, alles vibriert. Es ist ein Wahnsinn. Aber ich schenke mir noch davor. Klaus der Maniac, Marco Cinelli. KTM, Klaus der Maniac. KTM baut Motorräder mit dem Namen 1190 Adventure. Also das, ja, na das weiß ich eh. Ich habe das nicht jetzt bedacht, dass das mit mir in Zusammenhang gibt. Es ist ein Wahnsinn. Na, FDH, Snoop Dogg ist die FDH ist nur die halbe Mitte. Frisst die Hälfte. Erstens einmal hängt es davon ab, wie viel du vorher schon eingeworfen hast. Es kann sein, dass die Hälfte noch immer zu viel ist. Und ich glaube, es ist wirklich, also das ist vor allem auch das Thema Bewegung. An dem kommst du nicht vorbei, nicht beim Annehmen, sondern auch beim du stehst mal gar, auch beim Halten vom Gewicht. Und ich meine, ich habe jetzt sicherlich 2 Jahre nicht auf die Waage gestellt oder 1,5 Jahre nicht, aber den letzten Gewichtsschwenk, den ich waagetechnisch dokumentiert habe, waren 25 Kilo. So in 2 Jahren ungefähr. Und jetzt sicher mehr, also es sind ein paar Kleidergrößen. Aber ich kann es jetzt so genau ausmachen, weil ich ja diesen Bauchwandbruch habe, von der an OP. Das heißt, da habe ich so außer Steh quasi eine Wampen, das ist aber, kehrt eigentlich nicht. Das müsste eigentlich von der Bauchwand vom Zwerchfell eigentlich ja zurückgehalten werden. Und solange das nicht Probleme macht, operiert man sowas nicht. Also das war halt maximal eine wie sagt man, eine ästhetische Operation. Ne? Und jetzt habe ich also trotzdem die Wanden, daher kann ich das mit Gewand auch schwer ausmachen, aber ich habe definitiv, also es gibt kein Gewand, das mir 10 ist. Definitiv nicht derzeit. Muss ich sagen, ist leiwand. Ist leiwand und ich merke dann schon, also wenn ich länger keine Bewegung mache. Das Essen merke ich nicht so. Ob ich mehr is oder weniger, ja, auf Dauer sicher auch, aber ich esse jetzt gar nicht einmal so viel. Aber Bewegung, das merke ich schon. Aber heute war ich da unterwegs, habe ich gemacht, ja, fast 300 Höhenmeter. 300 Höhenmeter waren es, da oben rauf, also laut der Uhr, nicht laut meiner gescheiten Uhr halt. Ja, Bewegung ist halt anstrengend. Karl Busch, was soll ich das sagen? Ist es so? So. Was ist die Käsediät? Du bist
Du bist nichts, bis du fast ohnmächtig wirst. Und dann ein Stückchen Käse, Christoph Radau. Ja, aber wer will denn fast ohnmächtig werden? Weil da ist doch gescheiter, ich friss weniger und mach mehr Bewegung. Denke mir halt so. Ich meine, es ist nur in den Raum gestellt. So, Sheriff Andy, der hat sich mit Stravanza gewünscht. Opus 1 vom Rudi Lutsch. Gott aber selig. Letztes Jahr gestorben, Anfang letztes Jahres. Ich wolle heute ein kleiner Stravanza, ein gutes Herz hab ich gehabt und kein Geld. Ein ehrlicher kleiner Stravanza, der nix gewusst hat von Gott und der Welt. Denn wenn man jung ist und noch dumm ist, da schaut die Welt ganz anders aus. Auch jedes Vogel muss einmal vom Nestel raus. Ich war heute ein kleiner Stravanza, nur ein bisschen ein Klick hat mir gefällt. Wenn ich so beim Weindl sitz und denk drüber nach, da gefreut mich gleich kein Schmäh, kein Witz, denn das Liedl macht mich schwach, weil's mich so erinnert dran an die Lausbubenzeit, die man nicht vergessen kann. Mir ist es was noch gar wie heut, ein Bub, das kann ich nimmer werden. Aber Stravanzen tue ich heut noch gern, weil ich grad Lockdown ist. Ja, ich war heute ein kleiner Stravanza, ein gutes Herz hab ich gehabt und kein Geld. Ein ehrlicher kleiner Stravanza, der nichts gewusst hat von Gott und der Welt. Denn wenn man jung ist und noch dumm ist, da schaut die Welt ganz anders aus. Auch jedes Vogel muss einmal vom Nestel raus. Ich war halt ein ganz kleiner Stravanza, nur ein bisschen ein Klick oder mir gefällt. Ein kleiner Stravanza, da steht er vor. Das war was. Aber wenn du der Stravanza bist, da hast du jetzt da im letzten Jahr, na, da hast du schön reingeschaut. Die roten Achteln, ich danke vielmals. Ja. Franz Brandwein sagt, seit ich täglich 4 Stunden mit dem Hund gehe, rutscht die Hosen bald. Ich meine, ich wünsche deiner Mutter natürlich baldigst gute Besserung. Aber klar, das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil mit dem Hund musst du raus, da kannst du nichts tun. Und wenn du jetzt leider, aber doch ein bisschen Zeit hast, aufgrund der Situation und dann halt 4 Stunden unterwegs bist, na klar. Es ist ein Selbstläufer, da kannst du eine fressen, was du willst, da nimmst du. Das ist ja so. Zu wenig Bewegung ist meistens das Problem. Und das ist halt so, ich bin wirklich, das glauben mir wenige, aber ich bin wirklich, ich gehe gerne in ein schönes Fitnesscenter, in ein schönes, in ein gemütliches, also es muss jetzt nicht super nobel schön sein, aber halt in ein sauberes, leibendes, gemütliches Fitnesscenter, wo die Leute in Ordnung sind und wo es eine schöne, gemütliche Sauna gibt, weil das ist dann immer meine Belohnung. Mache ich Training und dann in die Sauna, Sauna stehe. Und ist halt jetzt auch alles zu, nicht? Und in Wien so laufen geht auch sowas, ja, ich weiß ja nicht, ob das gut ist für meine Gelenke. Ich bin früher ein bisschen gelaufen, also so jetzt nicht irgendwie Marathon oder so, halt auf die Stahofgründe und so, nicht? So eine Stunde joggen habe ich schon immer wieder gemacht, aber es ist halt wirklich ein Gewichtsproblem. Und dann ist bei mir halt jetzt da in Wien,
das ist halt dort, ja, das ist halt dort nicht geeignet. Ich muss halt wieder irgendwo hinfahren, wo ich schöner laufen könnte. Donauinsel oder was. Jetzt nicht weit oder so, aber es ist ein breiterer Weg. Es ist dort jetzt nicht so interessant. Und zum Spazieren gehen oder was ist halt auch, es ist halt nicht, ja. Das war halt wirklich nur wegen der Bewegung. Du gehst halt und gehst und es ist aber nicht, ja. Und das war natürlich, das war schon ein Vorteil in Otterkring, weil da habe ich einen kleinen Wald gehabt. Ne? Da war die Stauhofgründe und alles und Wilhelminenberg, ich bin am Fuße des Wilhelminenbergs aufgewachsen, in der Heigerleinstraße. Das war schon leibend. Und da natürlich, ja gut, laufen kannst du auch nicht geben. Da geht's also da wo ich bin ja herum, geht es natürlich überall bergab gleich einmal und dann halt wieder bergauf. Aber so wandern, da so ein bisschen so, weißt du, also, ich meine, eine Stunde nutzt nichts, in einer Stunde geht sich nichts aus, aber 1,5 Stunden ist so die kleinste Runde, die man machen kann. Dass man, wo man eine Runde geht, da, nicht? Aus der Tür raus, dann in irgendeine Richtung, runter und anders drüben rauf. Das ist halt. Aber das macht's aus. Bewegung und weniger fressen. Das war's. Die Achteln. Ich danke euch vielmals. Was ist denn ein Stravanzer, fragt der Jota. Der Jota. Der Stravanzer, ein Lausbur. Ein Lausbur, nur ein Erwachsener. Also einer, der herumzirkt, der sehr gerne bei launigen Geschichten dabei ist. Bei Heirigen, der gern unterwegs ist. Ja, der gern was trinkt. Ja. Habe ich das gut erklärt? Verstehst du, was ich meine? Oder? Ja, ganz ohne Hängerschere fand ich, gell? Ja, stimmt, das habe ich ohne Hänger zusammengebracht. Der Christoph Radau fragt auch, ja, was bitte ist ein Stravanzer? Ja, wie gesagt, wie kann man das sonst erklären? Ja, einer, der herumzieht. Stravanzen, sagt man, unterwegs sein. Nicht? Also theoretisch würde man auch zum Beispiel zu einem Weltenbummler, nicht? Also der nie daheim ist, der immer auf Achse ist, könnte man auch Stravanzer sagen. Aber so im Wienerischen im Speziellen ist schon einer gemeint, der so gern halt unterwegs ist. Der gern bei den Heirigen ist, gern dort ist, wo er Hetz ist, wo er Gaud ist, wo er Schmäh ist, halt nicht den ernsten Dingen des Lebens zugeneigt, sondern eher halt so dem launig leichten. Ja. Na, Kleinkrimineller, Fatschermotto, ein Stravanzer ist kein Kleinkrimineller, ne? Nein. Wobei also ganz Unrecht hast du nicht, es gibt schon auch diese Definition, aber das ist eigentlich nicht so gemeint. Ein Stravanzer ist so ein bisschen so ein, ja, maximal so ein Halbseidener, aber das ist ja auch wieder keine Übersetzung. Also so ein bisschen ein windiger Typ, aber eher so der herumzieht. Rumstravanzt sind wir früher gern. Schon interessant, dass es in Wien das alles habt wie mir in Oberbayern. Na klar, das wird es auch überall sonst auch geben. Wird in Madrid gingen dann auch Stravanzen, kannst du sicher sein. Ja, man glaubt es kaum, aber es stimmt. Wenn man sich nur genug bewegt, bis sich ausreichender Art körperlich betätigt, dann schmelzen die Kilos nur so hin. Nach ein paar Tagen merkt man es dann richtig. Ja, das stimmt. Du brauchst nicht lang. Christoph Acker sagt, ohne Bord ist kein richtiger Lauser. Stravanzer mehr. Ja, der Franz Bratwein sagt, der Michel, Gott beim Sölliger Kollege, war ein richtiger Stravanzer. Ein Glück für ihn, dass das letzte Jahr nicht erleben musste. Ja, für einen echten Stravanzer war halt jetzt so diese Lockdown-Geschichte natürlich besonders tragisch. Den es immer woanders hinzieht. Ja, genau. Darum habe ich gesagt, das ist auch ein Weltenbummler, könnte auch Stravanzer sein. Aber so im Wienerischen, halt so, das sagt man zu einem, der kein Abend daheim ist, nicht? Der jetzt nicht ein Familienmensch ist, sondern halt unterwegs ist. 6,5 Kilometer, Fritz Startguss, alle Achtung. Bei dir kann man super laufen, sagt Andreas Christianer, ja, Berglauf, aber nur Berglauf. Ja. Ein Wahnsinn mit euch. Ein Stravanz ist einer, der stravanzt. Ja, das ist immer gut erklärt. Und Stravanzen bedeutet herumstreunen oder durch die Gegend ziehen.
Bei Stravanzer kann man also nie so wirklich sicher sein, wo er sich gerade herumtreibt. Der Werner Wichtig hat das natürlich fast schon akademisch erklärt. Ja, Karl Busch, eben, also eher Menschenfreund, also eben ein geselliger Typ auch, aber der halt unterwegs ist, nicht? Der nicht daheim sitzt am Abend. Aber im Kleinkriminell ist eher der Bücher, was die Facciamoto gesagt hat. Halbseitener ist ein Kleinkrimineller. Ja gut, das ist jetzt die Definition von Kleinkrimineller. Aber eigentlich ist der Stravanzer, das ist wie gesagt, das ist mehr so, es ist eigentlich nicht so der der Halbseitene, der Kleinkriminelle, das ist ein bisschen was anderes. Aber es kann sich vermischen. Aber wenn man sagt, das ist ein Stravanzer, ist es nicht eher auf das gemeint. Ein Bücher, Duke of Floridsdorf. Nein, Bücher ist es nämlich nicht. Ist nicht. Würde ich jetzt einmal sagen. Aber wie gesagt, es gibt sicher da Definitionsgeschichten. Aber ich sage jetzt mal in meinem Umfeld, wenn ich jetzt einmal von dem her umgehe, in Wien, in meinem Umfeld, war der Begriff für ein Stravanzer nicht gleichgesetzt wie mit Bücher. Das war was anderes. Der Bücher ist wirklich so der Kleinkriminelle und das kommt tatsächlich vom Pilger. Das wäre ich sicher schon mal erzählt um die Geschichte. Der Pilger, weil das war so früher, nicht? Also wie das alles noch sehr katholisch war, also so Mittelalter plus. Das war sehr katholisch und da hast du was gehabt, dann war es jetzt ein Verbrecher, sagen wir, und dann haben sie da gesagt, pass auf, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du kriegst jetzt, wir tragen die heim, weil da halten wir die nicht im Häfen, entweder wir tragen die heim oder du gehst auf Pilgerreise. Und also die einen halt ins Heilige Land, nicht? Die sind dann gleich eingesetzt worden für einen Kreuzzug oder sowas. Oder halt Jakobsweg und so diese Geschichten. Ne? Du gehst auf Pilgerreise. Und da haben die natürlich gesagt, naja klar, ne, dann geh auf Pilgerreise, ne? Das ist in Ordnung. Und sind losmarschiert und das waren aber halt alles wirklich eben, ja, in der Regel waren das Sünder, also Bücher halt. Und so haben sie sich natürlich auch aufgeführt. Und die Pilger waren also nirgendwo wirklich beliebt, sie haben zwar teilweise schon, war das ein Vorteil, weil sie natürlich auch Geld gebracht haben, weil sie Touristen waren sozusagen. Aber in der Regel waren das auch eher Leute, die jetzt nicht so gern gesehen waren, weil es halt nicht gerade die Noblen waren, sondern halt eben Bücher. Und von da kommt es eben, der Pilger und der Bücher hat sich dann aus dem heraus entwickelt. Jetzt muss ich morgen laufen gehen, Karl Busch tut er nicht weh, um Himmels Willen. Ja, wirklich wahr. Ein Halbseitener ist ein Bazi und kein Bücher. Ja, so, genau, ja, na gut, Thomas Bastlecker natürlich als Kiewerer natürlich da wieder einen anderen Zugang. Zwar nicht in Wien am Land, aber es ist ja in Niederösterreich nicht ganz so anders gewesen. Ja. Stavanzer ist immer und überall doch nicht da. Aber schau da mal so eine richtige Diskussion um den Begriff. Was gilt euch Russland? Was regt ihr denn auf? Mich nervt es, dass alles verboten wird. Ist das Demokratie? Zählen Meinungen nicht mehr? Um was geht's? Habe ich was verpasst? Ja genau, Snoop Dogg ist, der sagt auch, ein Stravanzer wird ja nicht zum Bücher gleich sind. Ja, ich auch nicht. Aber was man natürlich sagen kann, ist, dass in der Regel war ein Bücher immer auch ein Stravanzer. Also in Wien war ein Halbseitener, ein Bazi, ein Bücher, gleichzeitig auch ein Stravanzer. Aber ein Stravanzer war nicht zwangsläufig auch ein Bücher. Stravanzen-G ist heute die hochdeutsche Lokalrunde. Wirklich? Naja. Nachher ist da geht's zu. Da muss man sich auskennen. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Naja, spannend. Spannend, aber wie gesagt, das ist so, ja, jetzt haben wir Bücher auch noch untergebracht. Was könnt ihr euch noch erzählen? Spielen wir ein Lied. Spielen wir wieder ein Lied, sind wir soweit? Oder sollen wir schon Schluss machen?
In Essen hat früher einer Günni hieß der mit Ziehharmonika und Zylinderhut, einem schwarzen Anzug und Fliege abends durch die Kneipen zog, Musik machte, sogar ein Bronzedenkmal bekommen. Der Günni. Das war auch leibend, Jutta. Solche Sachen gefallen mir total. Aber das hat so Typen, und in allen Großstädten hat es solche Typen gegeben, die dann, wenn sie weg waren, angegangen sind. Das war Wahnsinn. Also wir haben gehabt in Otterkring, Karl hat der Kassen. Das ist klassisch, der Karl. Eine tragische Gestalt, eine wirklich tragische Gestalt. Ob das nicht auch ein Kiewerer war sogar. Aber das, ich meine, hat jetzt mit dem nichts zu tun, Jutta. Aber das war so ein herzensguter Menschentyp. Oder ein schwerer Alkoholiker. Also war in Pension, ich glaube, das war ein Kiewerer, also ein Kriminalbeamter in Pension. Und vollkommen versoffen sozusagen. Also wirklich komplett, und so wie man sich es vorstellt, ganz hager und ganz dünn, fahl. Und und in einem Lokal im Schwarzen Raben war das im Pub in Otterkring. Dort war der immer, war ein Stammgast. Und ja, und da war man mit einem zweiten immer unterwegs. Das war der Henri. Der Heinzi, aber das war der Henri. Hat immer der Henri. Das war auch in Pension, auch ein schwerer Drangler, aber irrsinnig leibend. Einfach ein lieber Kerl. Und der hat immer so einen kurzkrempigen Hut gehabt. Und der Henri und der Karl sind immer so dort gewesen und so haben sie dort halt angesoffen. Waren aber nie ungut. Nie. Haben gelallt, also im Gegenteil, du hast mit denen eine irrsinnige Hetz gehabt, weil die in ihrem Rausch natürlich einfach eine gewisse Komik entwickelt haben, die für sich lustig war. Manche haben es lächerlich gemacht, also haben das wirklich lustig gefunden und haben es ausgelacht, aber nur ganz wenige. Die meisten haben eher mit einer gelacht. Das war bei den meisten Leuten keine Respektlosigkeit, sondern eben das war so ein, ja, das war so, und die waren beide auch in einem Alter, wo du sagst, ja, was willst du denn erzählen jetzt da? Sollen sie nicht mehr saufen oder sonst was? Egal, ja, die haben halt da so einer Leben, einer Schicksale irgendwie halt gehabt und haben halt dort dann ihre Ruhe gehabt und ihren Spaß. Nicht? Und die meisten Stammgäste haben sie mit denen auch ganz gut verstanden und dadurch haben sie sich auch wohl gefühlt. Und waren nie ungut, nie. Nicht einmal. Angesoffen wie die Rade, anders kenne, aber waren nie ungut. Und der Henri und der Karl, das war unglaublich, wenn die da hergekommen sind. Und wenn du dann so ein bisschen so Gespräche mit einer gehabt hast, das hat sich ja nicht so oft und leicht ergeben, weil es halt wirklich, wirklich Alkoholiker komplett durch und durch. Aber du hast dann gemerkt, bist du deppert, das waren keine Depperten. Das waren keine Depperten. Die haben echt was drauf, beide. Die haben auch Wissen gehabt und alles. Aber halt, und das meine ich mit Schicksal oder mit traurigen Gestalten irgendwie. Das war ein Wahnsinn. Die haben natürlich weil das jetzt irgendwie für mich, das hat mich jetzt an das halt erinnert, was in Essen passiert ist mit dem Denkmal. Die haben kein Denkmal gekriegt. Nicht? Aber die waren für mich so ein bisschen so ein, ja, die waren irgendwo eine Art Bereicherung. Trotz allem. Ja. Der Henri, das war unglaublich, mit wem ich geredet habe. Und den Karl, den hast du halt irgendwann wirklich einfach nicht mehr verstanden. Der hat mit dir geredet und du hast gesagt, ich verstehe, Karl, tut mir leid, ich verstehe den nicht mehr. Ja, tut mir leid, ich verstehe den nicht mehr. Ich meine, wie gesagt, traurig, aber andererseits, das haben sie jetzt so gewählt gehabt und wie gesagt, wer weiß, was da dahinter war. Ne? Jawohl, Marinus Herzl,
Guten Abend, gute Besserung an den Patrick. Falls er nicht, ich glaube nicht, dass er zuschaut, sonst hätte er schon was geschrieben. Aber ich werde es ihm ausrichten natürlich. Ein Peitschaltbull ist was anderes, das ist ein Zuhälter. Die Fatschermotto schreibt sie. Peitschaltbull ist ein Zuhälter. Der Peitschaltbull, ja. Ein Bugel. Der Bugel ist der Leibwächter. Es war bei uns immer einer, der einmal da, dann dort, war nicht ganz immer im grünen Bereich. Ja. Der Christoph Acker hat, da hat 2 Euro reingehauen, Zeit für einen Nussschnaps. Soll ich Nussschnaps holen, aber da müsst ihr jetzt kurz da bleiben. Ich bin gleich da. Dann lege ich, wenn der Kuchel ist, holt's noch. Da rein, da. Ja. Christoph, ich hoffe, ich habe einen Nussschnaps da, oder habe ich das träumt? Ja, ich bin gleich da. Oder soll ich schon aufhören? 4:11. Soll ich schon Schluss machen? Ich komme gleich. Schon da. Ich bin schon da. Schaut sich das an. Na? Ist das scharf? Nussschnaps. Vickys Nussschnaps. Ja? Ich hätte gedacht, ich hätte Alexa fragen sollen, ob sich da was vorspielt. Aber ich muss erst aufgehen. Erst ist da Schmäh, Daniel Schlegel. Der Klaus Stravans im Live-Chat. Immer. Alle schlagartig für 2 Minuten den Stream verlassen. Ja, das war's gewesen. Oh, mein Lieber, das duftet. Korn, 45% Alkohol, okay, gut. Dann, passt auf, drinnen ist aber wirklich Fenchel, Zimt, Pfefferminz, Anis, Ingwer, kantierter Ingwer, Nelken, Sternanis, Kandis und Normalkristallzucker. Und das riecht wahnsinnig gut. Das kann sich nicht vorstellen, wie gut das ist. Also, das muss jetzt da den Christoph Acker natürlich. Da geh rein. Hui. Das macht man nicht, ich weiß. Aber ist meine Flaschen. Wo ist der Patrick, wo man ihn einmal braucht? Richtig, Christoph Acker. Endlich trinkt er etwas. Genau, Günther Reich Russell ist dabei. Treiben wir uns rum. An Rum hätte ich auch da. From Dusk till Dawn. Jawohl. Was? Frankeciccio. Frankeciccio. Na, was ist das? Ja. Na gut, also meine Herrschaften, dem Christoph Acker sei Dank. Dr. Schiss, Herz zum Wohl, Prost. Und natürlich auch der Daniela Schlögl für den hervorragenden Nussschnaps. Ist ja gut. Es ist eine Medizin, die gut ist. Ich kenne andere Nussschnäpse, die sind auch Medizin, die wirkt. Aber es ist wurscht, was du hast, du speibst auf jeden Fall auch drauf. Das heißt, das musst du durchhalten. Aber der schmeckt ja. Sag ich auf an der Flasche, war ich gescheiter gewesen. Ich habe mir gedacht, ich nehme das Stamperl mit für euch. Die Pavlatschen ja, dass auf die Flaschen leer ist. Die Morgenschuh fällt dann aber aus. Die Morgenschuh fällt nicht aus. Nein, aber sicher nicht. Der schaut gut aus, mein Herz, der ist auch gut. Wirklich, der ist gut. Ja.
Was machen wir? Leider, was machen wir? Oder hören wir auf? Hören wir auf? Was haben wir denn? Jetzt eine halbe Elfe? Gebt's laut. Gebt's laut, ob wir schon gegen Schluss arbeiten sollen oder was habt ihr für eine Idee? Ja, schau die Achtelflinge rein. Noch halbe Elfe, na ist aber ist eh schon Schlusszeit, eigentlich. Oder nicht? Falsch. Steht falsch, die muss da her. Die muss da her, weil die muss leicht im Bild angedeutet sein. Das ist ein Stilmittel. Boah, ich sag's euch. Matthias Klaus Seidel. Na, sagt er. Ich habe erst eingeschalten. Naja, gut. Wir haben einmal eine russische Kur gegen Grippe gemacht. Ja, man gut, die Grippe bist los, aber wer weiß, was du alles eingefangst. Na, wir haben noch 60, Michael Ahmer, was haben wir noch 60? Da ist passt like Quelle, was? Oxford Languages im Ernst? Bei sowas muss die Quelle im Prater oder am Karmelitermarkt sein, sonst ist das nix. Der Nussschnaps am Marvihof ist auch super, ja. Das stimmt. Office findest aber da ist schon noch. Ein bisschen gut ist schon noch. Da gingen noch ein paar Achteln, sagt der Ulrich. Patrick ist krank und der Klaus trinkt seine Medizin. Naja, die brauche ich. Biesenberg, Christoph Radhatten habe ich schon gespielt in Biesenberg. Der Moped-Star. Das ist eine Herausforderung. Weitermachen, meint der Uli Slonek. Marinus Herzl sagt, die Achteln bedeuten, ein bisschen geht noch. Nix aufhören. Das gefällt mir. So Tag-Style bringt das, weißt du. So, dass ein Untergänger auch versteht. Nix aufhören, Alter. Was hast du aufhören, Alter? Nix aufhören. Was ist weitermachen, Alter? Wer noch nicht draußen beim schönen Lieberstal? Boah, das ist eine Herausforderung. Duke of Floridsdorf, gute Nacht. Schön, dass du dabei warst, danke dir schön. Oder der Martinswand, Georg Scheurer, hör auf. Das soll ich alles solo machen. Güterich Russell, tu weiter. Michael Hammer, Zuschauer, naja, 61. Naja, das ist für meine Verhältnisse gar nicht mal wenig. Herr Karl Busch hat sich gerade einen Grappa aufgemacht. Das ist was, frage ich euch überhaupt. Das wird mir lustig um 9 Uhr, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Wieder noch feiner Brick. Der Rudi Korbes. Wer noch nicht draußen war im schönen Lieberstal ist eine harte Nummer. Uraltes Wiener Lied, das Otterkring wieder. Man fast ein bisschen einen Otterkring-Schwerpunkt, gell? Und natürlich, ich spül's, ist ja wurscht. Aber das ist wirklich so, dass wenn man das gewöhnt ist, mit dem zweiten, ne, das in dieser, dann man tut es mitunter dann schwieriger. Schauen wir mal. Oh ja, weh. Ja, alle Songs, ich soll weitermachen. Das ist ein Wahnsinn mit euch. Ich muss kurz überlegen, weil wir werden da herausgefordert zur späten Stunde. Nein, wir spülen's. Wir überlegen nicht, wir spülen's. Wer noch nicht draußen war im schönen Liebertstal. Das Liebertstal, das ist in Otterkring, wenn man wer jetzt eine Ahnung hat. Also eine Ahnung, die Thalia-Straßen. Der eine oder andere kennt ja den Sketch vom Lukas Resetaritz, Legende, seit die 80er Jahren, dieser Sketch, der Tschusch heißt dieser Sketch. Und da fährt er, also der spielt im 46er in der Straßenbahn, in der Tramway, im 46er auf der Thalia-Straßen. Und wenn du die Thalia-Straßen statt auswärts fährst, da gibt es keine Schienen mehr, sondern halt, wenn du dann weiterfährst, dann fängt dort das Liebhardstal an. Auf zum im Wilhelminenberg.
Und da ist dann auch am Fuße dort, also da ist dann auch der Ottergringer Friedhof, da fährt man beim Wilhelminenspital vorbei, dann ist der Ottergringer Friedhof dort und quasi so dazwischen so ist es Liebhardstal. Und da gibt es auch den Liebhardstaler Bockkeller. Und dort ist das Wiener Volksliedwerk daheim zum Beispiel. Für die Konnoisseure des Wiener Liedes sei das erwähnt. Und da gibt es in das Lied, wer noch nicht raus, beim schönen Liebhardstal. Uralte Nummer. Mit einem hochfeinen Brick und einem fährigen Schick vor ins Liebhardstal aus daher Wasel, den wo immer der Weib wird am lüftigsten sein, ja da trinkt er zum Kosten ein Glasel. Wachal warm ist die Luft, vor der Linden blüht Duft und die Sonne die scheint goldig aufs Tischel. Denn der Vogel ein Baum zwitschert lieb wie am Traum und der Katzel schläft süß in ihrem Nierschel. Da macht der Herr Wasel einen kräftigen Schluck. Er lernt sie vergnügt in sein Bahngeckel zurück. Wer noch nicht draußen war, im schönen Liebhardstal, wo zwischen Berg und Steh die Häsel klar und schmal. Wer noch nicht trunken hat, tut raus sein Glasl Wein, der kann ja meiner Söhne kein echter Werner sein. Tut die Sonne untergehen, da wird's da draußen erst schön, wann im Gartel die Lichter hell blinken, wo die und die Herigen klingt, da vergisst man beinahe auf das Trinken. Und die Madeln und Frauen, wie die Engeln zum Schauen, gingen auf bei die pixiersten Lieder. Und der herige Wein, ja der Herzdienerei, völlig zing wird verlochen, dass mir da und sitzen die Leute grad so gemütlich beisammen. Da fangen's das Liedl zum Mitsummen an. Wer noch nicht draußen war, im schönen Liebhardstal, wo zwischen Bergeln stehen die Häseln klar und schmal. Wer noch nicht gesungen hat, tut raus sein Glasl Wein, der kann ja meiner Söhne kein echter Werner sein. Na, habe die Ehre, wieder voll Gas. Ich sag's euch, heute ein Lidl möchte ich gern zusammenbringen von vorn bis hin. Korrekt, aber ihr mich durchkämpft. Aber. Was ist der gute Rusel? Theoretisch kannst du mit allen spielen, aber oben sind Seiten, welche nur als Bass zu spielen sind. So denke ich mir das. Ja, genau, du hast vollkommen recht. Um was für eine Frage ist gegangen? Könnte man theoretisch auch mit der oberen Hälfte spielen? Na, also greifen meinst du, nicht? Wahrscheinlich greifen, dass man oben greift. Nein, es geht nicht. Wenn natürlich die Seitenlage, tja, die wir Hafen fast, sieht man das? Das ist ja viel zu weit weg vom Griffbredel. Und da, siehst du das? Und diese Seiten, die kann man greifen. Die oben kann man nicht greifen. Das ist wie Hafen, sozusagen. Nicht? Das sind 9 Töne. Die habe ich da, die spielt man mit Daumen. Mit Daumen hast du die 9 Töne und alles andere ist
normale Gitarre eigentlich. Hoffe, das konnte ich erklären. Wunderschön gespielt, sagt der Marius Herzl. Das ist sehr gnädig, dank der Film ist. Na, so in Gatsch gegriffen. Aber was, das ist immer so ein Moment, wo man sagt, also würde ich jetzt daheim sitzen und sagen, naja, ich übe das einmal, ich spüre einmal das Liedl wieder und ich spiele das. Da hätte ich schon so viel in die Ecken droschen, die Gitarre nicht, da war schon hin. Oder hätte ich gesagt, Himmel, Herrgott, das muss doch gehen, das muss mir doch gelingen, so ein Blödsinn. Jetzt habe ich mich wieder verspült und versungen. Das glaubt ja gar nicht, wie einen aggressiv das machen kann. Aber weil ich halt live bin ich da total entspannt, mach wirklich auf cool und schluck so weh. Aber ich danke euch vielmals. Matthias Klaus-Seidel, danke der Ski. Großes Kino, Klaus, sagt der Georg Scheirer. Ich danke herzlichst. Es sind auch keine Bünde. Ja, genau. Also oben, das ist wirklich nur, das ist, wenn man, dass das Ganze da so ein Bredel ist, das ist nur Optik. Nicht? Weil so, das Schöne, theoretisch reicht da ein Stab auch, nicht? Weil die sind im La zum Spülen. Der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Was meinst du, ein komplettes Lied geht nicht, was? Stop doch Doggy-Style. Ein komplettes Lied geht nicht? Was meinst du damit? Rudi Korbes, schmattes Dank, 20 Euro. Da blende ich ein. Da blende ich ein, falls ein anderer auch noch die Idee hätte, einen Beitrag für die Musiker. Heute halt nur ich, aber ich teile es mit Patrick, versprochen. Klaus mit einer Harfe, das wäre doch was für Fasching. Flügel umhängen und fertig, ja. Ja, aber ich sag's euch ganz ehrlich, weil mir jetzt ein bisschen kurz das einfällt. Heute haben sie wieder beschlossen, nicht Gastro, Kunst, Kultur bis Ostern. Jetzt sage ich euch einmal was, ich meine, ihr wisst ich gehe damit locker um. Ich gehe locker um. Ich meine, wir verlieren so ziemlich das kompletten Einnahmen, aber heuer gibt es keine Tantiemen, weil letztes Jahr nichts war. Das heißt, wir verlieren heuer wirklich erstmals kompletten Umsatz. Wurscht. Soll sein. Alles in Ordnung. Es geht um die Gesundheit und so weiter und so fort. Nur wisst ihr, wo ich wirklich, und das sage ich euch ganz einfach, ohne jetzt da das zu diskutieren zu wollen, sondern nur gefühlsmäßig, wo ich mich dann wirklich gefrauzelt fühle. Warum geht es, dass man an Skilift, dass man überhaupt darüber diskutiert, dass man da, ja, Skifahren geht, macht die Lifte auf, steigt in die Gondeln ein, stellt euch an, aber auf ein Konzert dürft ihr nicht gehen. Also, jetzt ganz ehrlich, ich stelle mir jetzt deppert. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es einfach irgendeinen Lobbyisten in Tirol, oder es muss ja nicht Tirol sein, also in den Alpen, der hat da diese ganze Skifahrtourismus-Ding in der Tasche, soll sein, ist ja in Ordnung, und sagt denen in der Politik, was sein dürfen, was nicht. Ist auch in Ordnung. Nur das heißt, also wir Künstler haben scheinbar keinen, der einer sagt, was zu tun haben. Oder verstehe ich das falsch? Kann auch sein. Nur schon langsam fühle ich mich wirklich verarscht. Wenn du Skifahren gehst und in einer Gondel sitzen kannst, Masken hin, Masken her, wenn du angestellt sein kannst. Ich meine, ich verstehe jeden, der gern Skifahren geht. Und ich meine, Österreich ist eine Skifahrernation, brauchen wir nicht reden. Aber denk mal nochmal drüber nach. Spielen darfst du nicht. Zu einem Konzert darfst du nicht gehen. Ins Theater darfst du nicht gehen. Die was anschauen. Freiluft von mir aus. Bei einem Maroni-Brot irgendwo hinstellen. Nein, das darfst du nicht, um Himmels Willen. Kannst dich ausstecken. Aber das Skifahren, das geht schon irgendwie. Na, da fühle ich mich schon langsam ein bisschen verarscht. Wirklich wahr. So, genug dazu. So eine Frechheit, sagt die Facciamoto, vollkommen richtig. Wirklich wahr. Nein, ich fühle mich jetzt wirklich schon langsam. Und ich meine, jetzt geht es dann auch irgendwo, jetzt dann, wird es ja immer, eins muss ich sagen, jetzt um Positives auch zu sagen, bis dato gibt es ja so Härtefallfonds, also Unterstützung vom Staat. Die Feder da, das muss ich sagen, also das, was wiegt das hat, das muss man schon sagen. Was wiegt das hat, das haut hin. Es wird angefedert, dennoch jedes Monat verschlingt Erspartes. Haben wir gehabt.
Irgendwann hört es Sparte auf und letztes Jahr aber nicht so tragisch, weil wir noch die Tantiemen bekommen vom Vorjahr. Heuer kriegen wir keine Tantiemen und nächstes Jahr werden wir auch wieder keine kriegen, weil vor Ostern, 6. darf man wieder nicht spielen gehen. Und alles, wie gesagt, das ist, wenn es um das geht, um die Gesundheit, bla bla bla, 1000 Rosen, dann scheiß auf den Reichtum oder vergiss das Geld, was da reingekommen ist, solange wir es haben, solange das irgendwie geht, die Existenz erhalten wird. Hauptsache es geht alles gut aus, es erkranken keine Leute oder es sterben keine Leute dran, es ist das Wichtigste, wunderbar. Nur warum können auch die Arschlöcher die Skilifte aufsperren, Alter? Wie gibt's denn das? Das muss man mal einer erklären, von denen da oben. Aber die kennen sich ja nicht aus. Hinter und vorn nicht kennen sie sich nicht aus. Der Finanzminister kann sich ja nichts erinnern, wenn er irgendwo befragt wird. Er kann sich ja nichts erinnern. Na, Alter, jetzt hat er irgendwas drauf hängen. Oder was weiß ich will gar nicht da politisch auf die hinhaken, weil die haben sicher schwer zu tun. Nur schon langsam müssen die mitkriegen, dass das ja nicht geht und dass es ja auffällt, dass da irgendwelche Lobbyisten sich durchsetzen können mit jedem Scheißdreck, was wollen und uns einer schon langsam ausbliert wird. Das kann ja nicht sein. Das gibt's ja nicht. Das kriege ich mein Hirn nicht rein. Das ist ein Wahnsinn. Muss ich mich aufregen. So eine Frechheit, Fatschamotto. Europa hat keine Kontrolle und hatte nie eine. Na gut, Europa, kannst vergessen, Europa hat sich ja, also die EU hat sich ja komplett, hat sich ja gezeigt, dass die nicht existiert. Ja, Shopping, ja, irgendwie. Ulis noch nicht, ja, aber Shopping war ja auch nicht möglich. Aber theoretisch, wenn ich Skifahren gehen kann, müsste ich nicht shoppen auch gehen können. Das gibt's ja nicht. Du verstehst das völlig richtig, Klaus, sagt der Fritz Startguss. Dankeschön. Ja, genau. Stadt Wien ein Eislaufplatz. Ja, am Rodos kannst du Eislaufen kannst gehen. Aber dass du da Musik spielst oder was, das geht nicht. Nein, das geht nicht, da steckst du ja an, das ist ja gefährlich. Voll Trotteln. Wir werden verarscht, da brauchst du dich nicht. Da brauchst du dich nicht nur so fühlen, Franz Bratwe. Genau, was habe ich gesagt, ich fühle mich verarscht. Und du sagst, na, wir werden verarscht, ja. Schon langsam, wirklich, ich habe auch das Gefühl. Es ist alles ein Wahnsinn. Industrie ist dasselbe. Ja, und der Ulrich sagt das auch, ja. Künstlergastronomen, Hotelier, Fitnessbetreiber sind im Moment die ja, ich meine, jetzt müsst ihr euch ja vorstellen, wir reden ja jetzt schon wirklich von einer langen Zeit. Und wie gesagt, wenn es darum ginge, Leideln, wir müssen zusammenhalten. Da geht es um eine Pandemie, da geht es um was, das müssen wir ausmerzen. Okay. Ich meine, Entschuldige, da müssen wir zusammenhalten, das ist keine Frage. Nur scheinbar nicht, weil in Italien ist alles offen. Ich habe Freunde, die schicken mir laufend irgendwelche verarschenden Fotos oder Videos. Wir sitzen in Italien, gemütlich in einem Espresso oder sonst so. Da ist alles offen. Und wie gesagt, ich weiß es nicht, ob es gut ist oder nicht. Aber so, Österreich hat sich entschlossen, also die Regierung hat gesagt, pass auf, wir machen dicht. Okay, trage mit. Bin ich voll dabei, weil man noch irgendwie müssen wir uns richten. Nur entweder haben wir jetzt geschlossen oder nicht. Da kann ich Skifahren gehen. Da kann ich mir ausstellen bei der Gondel. Ich meine, abgesehen davon, dass ich nicht verstehe, was dran leibend sein soll, wenn ich Skifahren gehen kann und nirgendwo ein Hitten ist. Ich kann nirgendwo aufs Häusl gehen, ich kann nirgendwo mir aufwärmen, ich kann überhaupt nichts konsumieren, ich kann nur Skifahren gehen. Das Leibende ist, es sind leere Pisten. Gut, aber das ist dann super, wenn ich dort wohne. Also wenn ich da jetzt, sagen wir, mit zusammenpackert und fahre am Semmering, ne, bin ich so eine halbe Stunde, in einer halben Stunde bin ich auf der Piste, Stulek, Semmering oder sonst was. Okay. Das sagst du vor 2-3 Stunden, das kann ich mir noch am ehesten vorstellen, aber alles andere, das sind ja nicht nur Einheimische, da geht es ja um Touristen. Nein, geht mir nicht im Schädel rein, das geht mir nicht in den Schädel, Punktum. Der Günther Russell sagt, ich war heute bei einem Professor, der in Klinik Graz ist, was er mir erzählt hat, fangst zum Nachdenken an. In welche Richtung? Ja. Ja gut, in Deutschland überhaupt Fritzl, weil du sagst, in Deutschland ist ja wieder anders. Ist ja nein, nicht wieder anders, aber das ist ja auch wahnsinnig kompliziert alles. Ja, sterben nicht so viele. Du, Fatschamotto, eben, wie gesagt, das weiß ich alles. Und ich bin gern bereit, alles einzustellen, aufs Minimum runterzufahren,
weil es heißt, es ist eine gefährliche Geschichte. Das bin ich auch sicher, dass das jetzt nicht so eine lockere, also das ist sicher da und das ist sicher für viele gefährlich, für die meisten nicht, aber für viele ist es gefährlich und es ist eine ungute Geschichte und du, wenn wir anhelfen können, müssen wir zusammenhalten, aus, fahren wir runter. Ich verstehe noch nicht, dass das nur für ein paar gilt. Für andere nicht, für andere mehr, für andere weniger. Das ist das, was mich fuchtig macht bei der Geschichte. Das heißt, entweder ist nicht so gefährlich, wie es tun, oder sie sind korrupt. Die zwei Möglichkeiten, andere sicher nicht. Der Snoop Dogg Doggy Style. Klaus, eigentlich darf man sich darüber keine Gedanken mehr machen. Die Maßnahmen sind teilweise lächerlich, skurril, willkürlich, unlogisch, absurd, nicht nachvollziehbar, niemand versteht es. Das stimmt. Also gut, ich weiß nicht, ob es lächerlich sind, ob so weiter. Das weiß ich nicht. Ich habe ja nicht den Überblick oder ich weiß ja nicht, was dahinter steht. Was definitiv lächerlich ist, ist die Kommunikation, weil wenn, dann müssen wir sagen, was los ist oder wie es ist. Und ich verstehe auch, dass das schwierig ist, dass das natürlich nicht so, wie soll ich sagen, dass es nicht so eine leichte Geschichte ist. Also da versuche ich wirklich auch Verständnis aufzubringen. Aber ich weiß, wie das war, wie es die Masken aufgebracht haben und man soll es ein Tierchen und irgendwas umschneiden oder sonst was. Und dann haben einige gesagt, so eine Masken bringt nichts. Dann haben sie alle hingehauen auf die und gesagt, der Trottel, sicher bringt das was. Heißt, was rätst du so blöd, kriegst gleich Watschen, dass sie deine Urwascheln die Seiten wechseln und so weiter. Ne? So, und was ist jetzt dann? Na, wir müssen eine FFP2-Masken bringen, weil die anderen bringen nämlich nichts. Sagen wir, Alter, was ist denn das? Und ich meine, die müssen das doch irgendwie im Griff haben da oben. Das gibt's ja nicht. Nämlich im Griff, nicht die Geschichte, sondern das drumherum. Und wenn die sagen, so, pass auf, wir haben das jetzt beobachtet, wir haben da neue Studien oder sonst was, das war Blödsinn, sorry, aber wir haben nicht gewusst, was wir sonst machen sollen. Okay, 1000 Rosen. Ich sehe das dass man da das nicht alles richtig machen kann. Nur, ich kann nicht sagen, das ist gefährlich, wir müssen runterfahren, wir müssen einen Lockdown machen, nichts darf sein und beim Einkaufen musst du lauter idiotische Sachen einhalten, also manche sind nachvollziehbarer, manche weniger. Das war alles nicht so tragisch, aber dann sind die Skifahrer unterwegs und das frage ich mich wirklich, alle meine Bekannten, meine Freunde in der Gastronomie sind oder die Musiker sind, na bitte, das ist zerstört. Braucht's nicht glauben, dass die Wirten alle wieder aufsperren. Die Hälfte ist hin, die Hälfte ist weg, vorbei. Ja, sogar der Landmann, sogar die Familie Querfeld kämpft mit dem Landmann am Ring. Weil das Haus gehört der Vlaschek, glaube ich, der Vlaschek-Gesellschaft. Und die sagen natürlich, naja, ich meine, ohne Pacht fliegst du raus. Was ich auch verstehe, muss ich auch ehrlich sagen. Warum soll ich das noch? Ich kenne auch nichts dafür. Aber jetzt sagt die natürlich vom Land, also die Querfeld sagen, Alter, wie soll ich das zahlen? Also sogar der Landmann wogelt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was mit den kleinen Tschocherl los ist. Die kleinen Wirten, die kleinen Heurigen, die Wirten und die Heurigen, die in einem eigenen Bereich, also wo die kein Pacht zahlen müssen oder sowas. Na, die tun sich ein bisschen leichter, die sind aber auch nicht draußen aus der Gefahr. Und jetzt dran sie es wieder bis Ostern. Alter. Und wie gesagt, alles in Ordnung, wenn es um die Gesundheit geht. Nur dann siehst du immer auf anderer Seite, da scheißt man sich gar nichts. Und das verstehe ich nicht. Da wäre ich langsam wirklich schon zu. Aber der Rudi Korbis sagt, Klausi, reg dich nicht auf, nimm vorbeugend eine Nuss. Danke, Rudi. Rudi, ohne die war ich jetzt in Rage gefahren. FFP2 nur die aus Europa. Ja, da habe ich wirklich ich meine, ist ja wurscht, ist ja das Gleiche, aber da habe ich wirklich einen Freund, der hat die Sparkle FFP2-Masken und da steht nicht nur Made in China, sondern das ist wirklich original, scheinbar, also vom Aufdruck her, Made in Wuhan. Und das ist natürlich, das ist wieder leibend, das taugt mir schon wieder. Was sagst du aber? Eine Masken aus Wuhan. In Indien rennt keiner mit Masken. Ja, wie gesagt, in Italien ist alles offen. Einige haben aber von mir, ich habe einen Freund, der ist ein bisschen ein Privatier, muss man auch sagen.
der sich auf gut Deutsch leisten kann, aber der Nutz ist, das taugt mir schon irgendwie. Der ist immer dort, wo die Auflagen am geringsten sind. Jetzt aktuell ist er gerade in Ägypten. Ja, super. Der fährt in der Weltgeschichte herum und flüchtet immer vor den ganzen Corona-Schwachsinn. Also Schwachsinn, wie gesagt, ich weiß ja nicht. Ich würde es auch nicht so. Der Ofen, Christoph Acker sagt schon wieder Ofen. Ja. Christoph Acker, ja. Christoph Radau, Entschuldige. Genau. Geh arbeiten und halt die Klappe. Goschen halten, Händ falten, sagt man bei uns. Wie lange lassen wir uns das noch gefallen? Ja, das ist die Frage. Der Rudi hat natürlich recht. Der Christoph Radau sagt, Sheriff Andi, 5 Euro, pfeiferte Politiker, trink lieber einen Schluck. Jetzt da, kann ich natürlich. Das sagt der Korbes Rudi, der Sheriff Andi sagt sogar so, jetzt warte auf der Uhr, da hätte ich so eine Atmungs-App. Finde ich jetzt nicht. Weißt du, wo du runterkommen kannst? McDonald hätte Familie, ja. Der Chris Hotel ist im Haus. Ich denke, wenn die Alten und ihr Pflegepersonal geimpft sind, dann kann man doch aufsperren, oder? Sollte also bald soweit sein. Naja, jetzt wie gesagt, jetzt haben sie es halt bis Ostern erweitert. Keine Gastronomie, keine Kultur bis Ostern. Ja. Wie gesagt, also die andere Seite ist bis dato nach wie vor, mir als Künstler, also ich kann jetzt nur von mir reden, ich kriege diesen Härtefallfonds, ich kriege diese 500er im Monat. Ja, ihr könnt euch vorstellen, 500er ist jetzt nicht viel, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Mit 500 habe ich mal das Schlimmste abgefedert. Das andere natürlich rennt ins Gesport rein. Und wie sagt sowas, wenn meine Winterraffen, wenn die Raffen hier sind und ich muss 4 neue Raffen kaufen, na gut. Und das kümmert sich auch keiner, ist auch so, ist mein Problem. Aber insofern passt es Also, wenn der Staat weiterzahlt, ja, 1000 Rosen. Nur, wie gesagt, man darf nicht vergessen, bei uns an ist es so, dass die mehr als die Hälfte des Einkommens, des Jahreseinkommens, machen die Tantiemen aus. Tantiemen gibt es aber nur, wenn gespielt wird. Das heißt, ich federe zwar ein bisschen was an, nur ich haue das immer weiter aus, dass nichts reinkommt. In meinem Fall. Und wie gesagt, von den Leuten, die irgendwo ein Bach zahlen müssen oder sonst was, brauchen wir gar nicht reden. Ne? Naja. Der Rocker sagt, das Virus liebt Musik und Gastronomie, aber er hasst Skilifte. Das ist die Annahme. Na gut, okay, das ist also, mit dieser These können wir jetzt einmal arbeiten. Ich bin sicher, wir werden es relativ schnell widerlegen können, aber Rocker, großartig. Das sind keine Touristen, die haben doch einen Zweitwohnsitz im Hotel, ja genau. Super Chat vom Ulrich. Halt mal zusammen, die anderen sind eh Arsch. Ulrich, Prost. War herrlich. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Die mehr daran glauben, die Politik links verloren. Ja, jetzt genau, da kommen die Mutanten, das ist das nächste gleich. Ja. Die sind ahnungslos, Christoph Acker. Ja, ich weiß nicht, ob man so leicht davon kommen lassen können. Das weiß ich nicht. Mit Ahnungslosigkeit. Wenn sie ahnungslos sind, dann müssen sie sagen, okay, pass auf, wir sind überfordert, wir treten zurück. Alles andere ist nicht erlaubt. Der Rudi Korbes, das sind sowieso lauter Lügen. Na gut. Herrlich. Ich lese es noch geschwind durch. Ich muss wieder runterkommen ein bisschen. Also runter vom Chat her muss ich wieder durchkommen. Der Virus ist nicht das Problem, sondern das Missmanagement. Ja. Ich meine, ich muss jetzt ehrlich dazu sagen, natürlich, ich weiß auch nicht, wie es besser geht. Und ich weiß ja auch nicht, was besser ist. Und ich weiß nicht, was an diesen ganzen Sachen dran ist. Aber jetzt rein nur, wenn ich von dieser Prämisse ausgehe, und auf das stütze ich mich jetzt. Die Prämisse ist, es ist ein gefährlicher Virus und wir machen jetzt wir dann jetzt aushungern sozusagen. So, okay, von dem gehen wir jetzt aus. Na gut, dann machen wir das. Ja, aber scheinbar nicht. Weil wenn du Skifahren gehen kannst und in Wien am Eislaufplatz fahren kannst, was ist jetzt aushungern? Entweder hungern wir aus oder nicht. Das verstehe ich nicht.
Ja, alles andere dahinter, das ist ja viel zu komplex und da habe ich nicht den Einblick. Da gibt es ja viel Theorien und manche sagen Verschwörungstheorien. Mittlerweile glaube ich ja fast, dass die Verschwörungstheorien, egal welche, kannst du aus dem Sog rausziehen, egal welche, wahrscheinlich näher an der Realität liegt als alles andere. Aber das ist halt nur so ein Gefühl. Aber das ist halt mich stört, weil man natürlich jetzt der Livestream, ich mache das gern, der Patrick macht das gern. Die Pavlatschen, die werden wir auch weitermachen, wenn wir lang nicht mehr spielen dürfen. Also, wenn wir lang wieder spielen dürfen. Werden wir die Pavlatschen, die wird bleiben. Weil, wenn wir einfach viel Freunde da gefunden haben und viel Unterstützer, viel Fans und die halt nicht in Wien sind und ja, ne, und so haben wir die Möglichkeit, dass wir den Kontakt halten und dass wir unsere Mission, das Wiener Lied zu verbreiten, natürlich weiter einhalten können. Für das ist super, das werden wir weitermachen, das ist eh leibernd. Aber das ist egoistisch betrachtet, ich will wieder Gesichter sehen, wenn ich spiele. Ich will wieder Leute warnen sehen. Ich will Leute lachen sehen. Ich will Leute trinken sehen. Ja, bei dem, was wir machen. Und nicht egoistisch gemeint, sondern eben jetzt auf die anderen gedacht. Ich will wieder da sein für Leute, weil die einfach Kultur, weil die Musik, weil die das sehen wollen, hören wollen, tun wollen. Und vollstes Verständnis, wenn wir uns alle zurückhalten, eben wegen dem Virus. Aber wie gesagt, wenn du dann Skifahren gehen kannst und Co., dann verstehe ich es nicht. Dann fühle ich mich nur verarscht, sonst gar nichts. In Sansibar, sagt der Christoph Acker, gibt es kein Corona. Ja, na wie gesagt, unter anderem dieser eine Freund, der ist jetzt in Ägypten leibend. Es tut wie überall, wie wenn es nichts war. Und dann ist aber anders und sonst was. Michael Hammer, 1000 muss kriegen, oder? Nein, 500er kriege. Karl Busch, was? Ich habe eines für Roland Resch geschrieben, Corona-Konzept. Ist sogar von der BH, ist gut genehmigt worden. Jetzt werden die Leute wirklich sauer, oder Haas, ja? Michael Hammer, der 500er Plus, was du meinst, das ist ja, bezieht sich nicht auf. Nein, das ist nicht alles. Aber das stimmt, was du sagst. Es sind 500, stimmt aber. Es sind, glaube ich, aber nicht immer 1000, aber ich habe auch keinen Überblick mehr. Ja, Facciamoto ist die richtige Frage. Wer zahlt das? Ja, jetzt aber zahlt einmal der Staat und dann schauen wir weiter. Ne? Wer das dann auffüllen darf wieder. Der Staat, wer ist das? Facciamoto. Ich weiß genau, was du meinst. Warte mal, da muss ich gleich wieder in Schmattes einblenden, weil jetzt habe ich ein bisschen Druck, Leideln. Thomas Bastelek ist dahin. Vierte Gott, Tommy, wir rufen uns morgen zusammen nach meiner Sendung, wo wir uns treffen zum Tisch weiterbauen, weil Corona hin, Corona her, mein Studio-Desk muss her. Das ist einmal klar. Weil das vorher nämlich der Günther Russell, glaube ich, das gefragt, das Brennraumlied, gell? Gerda Steurer, meine Frau Mama sagt, Klausi, gute Nacht und trink nicht zu viel, denk an morgen. Mama, ich denke immer an morgen. Aber gut, dass du mir erinnerst, ich werde mir eine Flasche aufmachen. Nein, ich trinke nicht zu viel. Mein Lebtag noch nicht zu viel getrunken, ich wüsste nicht wann. Kann mich nicht erinnern. Naja, Sheriff an die 500 im Monat. Ja, das stimmt schon. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, aber es ist tatsächlich so, solange du noch ein bisschen eine Rücklage hast, geht's. Aber wie gesagt, es schwinden halt schon langsam die Ersparnisse. Und besser ist nichts. Also das muss ich schon sagen. Es ist nicht so. Und wie gesagt, es ist nicht so falsch. Es sind nicht immer nur 500er gewesen. Es waren schon so Lockdown-Bonusse dabei. Aber es waren nicht immer 1000er. Aber das stimmt schon. Es waren, glaube ich, ist ja wurscht. Also es waren schon mehr als 500. Das stimmt schon. Muss ich auch richtig sagen. Ja. Ostern, ich bin echt hinterher. Ich lese schon keine Nachrichten mehr, weil es mir am Arsch geht. Ostern ist echt eine Arschpartie. Chris Adel, es ist ja so,
Schaut mal rein beim Chris, das ist mir egal leibend. Also nicht auf YouTube, aber auf Instagram, Facebook und so weiter. Ein Literat. Ja, das gibt's auch noch. Und das ist ganz leibend. Und Literaten werden wirklich unterstützt. Und der Chris auch auf jeden Fall. Also nur mal so ganz nebenbei erwähnt, wenn wir schon unter uns sind. Na, da finde ich das jetzt nicht. Na, ich hab da immer so von ORF.at, ne? Also die, nicht ORF.at, die News ORF, oder das habe ich sowieso abonniert. Und dann kriege ich immer Nachricht, wenn irgendwas, ja, was Wichtiges war. Und das ist heute gekommen, dass eben, nein, ich finde es, warte mal, finde ich das da? Nein. Da ist irgendwas mit dem Blümel, das will ich gar nicht wissen. Na, finde ich jetzt nicht. Finde ich jetzt nicht, sorry. Auf jeden Fall ist gestanden, dass also Gastronomie, Kultur und neue Hotellerie, Gastronomie, Kultur, Hotellerie bis Ostern zu ist. Jetzt regt er sich schon wieder auf, sagt der Christoph Acker. Und der Ofen ist auch aus, also wird Zeit für einen neuen Nussschnaps. Nussschnaps jetzt gerade nicht, aber pass auf, ich hol mir. Bleibst da, ich hol mir Schnapsel, sind wir schon viel, da hören wir schon auf. Nein. Ich hol mir noch eine Flasche, so haben wir hergekriegt, im Schlafzimmer. Pass auf. Im Schlafzimmer habe ich nämlich beim Fenster, beim offenen, habe ich mir den hergestellt, dass er schön kalt bleibt. Auch aus Gamlitz, Riegelspiegel, Riegelneck, Stammhaus, Weinhof Riegelneck, Stammhaus aus Gamlitz, Steinbruch. Jawohl, gleich spielen wir wieder was. The Great Reset hat nichts mit dem Virus zu tun. Nein. Grüß euch, ich bin eben eingeschneit. Die Silvia Beach ist am Start, na großartig. Du bist gerade richtig zur zweiten Bouteille. Kunst ist nicht so einflussreich wie der Wintersport. Straßenhans wird wohl so sein. Ragnar Reiner, schön, dass du auch dabei bist und das Daumen hoch eine hast. Günther Eichrussel. Warte, jetzt habe ich noch halbert, jetzt da. Ja. Günther Eichrussel, du sagst was mich original aus meiner Seele sprichst du jetzt. Ich will wieder ein Schnitzel unter Leid essen. Günther. Ja. Die paar Platschen bleibt uns erhalten. Rudi Korb ist auf jeden Fall. Ich möchte lachen, tanzen, singen. Ja. Carla Busch, sehr gut. Wer ist zahlt der Steuerzahler? Wer sonst? Ne? Ja, der Ofen, ich schau gleich. Christoph Acker. Mein Gott, Superchat. Rocker, 16 Euro von Rocker. Leider gibt es keine Alternative in dem Chaos. Rocker, aber es gibt bei uns. Ich danke dafür mal sehr zum Wohl, auf den Wohl. Werner, wichtig, schön, dass du dabei warst. Danke dir vielmals für die gut. Klaus, du bist eigentlich rauchfrei, sagt er. Ja, ja. Der Ofen schon, ja, ich weiß eh. Ja. Ein Wahnsinn. Spiel die Ruheslanger Bötzungen, sehr, sehr gut, Klaus. Schere Fande, ja. Das können wir nicht machen. Jetzt lege ich meinen Ofen nach, weil sonst geht mir der Christoph Acker wirklich noch auf die Nerven hätte. Ich habe nur mehr ein Holzscheitel. Ich habe nur mehr ein Holzscheitel. Was soll ich sagen? Eieiei. Ich muss schon Schluss. Erst, ich muss in der Stube und in der Küche auch nachlegen. Darf ich kurz allein lassen? Pass auf. Alexa, Lautstärke 80%. Pass auf. Alexa, spiele Lieder von den 16er Buam. Songs von 16er Buam werden von Spotify abgespielt.
Alexa, nächstes Lied. Bin gleich wieder da. Und der Bagel Gin, das ist meine Ration. Durch Obstler Wodka Gin krieg ich meine Inspiration. Mir kommt vor nur eine Spur, wirkt sich das aus auf meine Figur. Von dem Leben hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. Von dem Leben hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. Mit einer Ruheslungenpilz, Zungenschädel mit dazu. Mondweh und Husten und eine hinige Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, alles wird die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achterslieberwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achterslieberwitz. Ein Doppler ist ein Kinderspiel, da denk ich gar nicht nach. Kann ich mal keine Harzen, ist das der ärgste Joch. Ich komm darauf, wie viel ich sauf, behindert an meinem Blutkreislauf. Und ich spüre mein Lebenslauf, wach in der Früh auf. Und ich spüre mein Lebenslauf, wach in der Früh auf. Mit einer Ruheslungenpilz, Zungenschädel mit dazu. Mondweh und Husten und eine hinige Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, alles wird die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achterslieberwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achterslieberwitz. Alexa, stopp. Das gefällt. Es ist ein Wahnsinn. Hol mir ein Bier vom Köller. Marco Gine habe ich schon probiert. Nein, es war Wahnsinn. Jetzt habe ich mich unten mit drauf gekommen, dass ich in der Stube unten beim Kuchelherd, also in der Kuchel, da ist auch kein Holz mehr. Jetzt habe ich geschwind nach Holz noch. Also einer holt müssen erst. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. So. Was, Günther Eich Russel? Was bin ich jetzt 5 Tage rauchfrei, Christoph Acker? Aller Anfang ist schwer. Na, alle Achtung, alle Achtung. Na, ich rauche jetzt, wann habe ich denn aufgehört? Wann habe ich denn aufgehört? Wann habe ich denn aufgehört? Keine Ahnung, wurscht, Mitte Jänner. Ja, das Depperte ist nur, wenn man aussagt, dass darf man nicht 16er Burm sagen, sondern 16er Burm. Weil sonst checkt es nicht. Der Trampe. Aber was sollst du machen? Besser. Wenn man es weiß, geht's ja. Ja. Geh für mich hakeln, Fritz Stratkus. Das spielt's nicht. Ja, die ist sehr eigenwillig. So, wie viel sind wir noch? Sollen wir noch? Nein, jetzt hören wir auf, oder? Haben wir Schluss? Oder bleiben wir noch ein paar hartgesottene, bleiben wir noch? Ist ja wurscht, oder? Ist ja wurscht. Bleiben wir noch. Kaffee mache ich mir keinen mehr. Habe ich heute echt original gemacht. Vor der Sendung haben wir original noch einen Kaffee gemacht, weil wir dachten, jetzt muss ich aber auch sein, Kaffee machen. Nein. Da haben wir echt gedacht. Klause, habe ich mir gedacht. Ruslunger, ja, die haben wir hingerufen. Wir haben es zwar gerade gehört, aber. Sheriff Andi, vor 3 Wochen circa, Klaus. Ja, dann ist wieder hingekommen. Vor 3 Wochen. Es ist der 15. Ja, so Mitte, zweite Hälfte Februar habe ich aufgehört, ja. Stimmt. Weil das Problem ist, ich kann nur rauchen oder nicht rauchen. Wenig rauchen kann ich nicht. Also ist gescheiter, ich rauche nichts. Franz Bransen, ja. Rauchen aufhören ist kein Problem, ist Wildsache. Naja, aber Wildsache, da brauchst du ja ein Ding. Nein, ja gut, ist eine eigene Diskussion. Aber jeder hat verschiedene Methoden. Zum Beispiel bei mir ist es, glaube ich, keine Willenssache. Bei mir ist es eine Entscheidungssache. Aber es ist auch so zum Beispiel, dass ich habe ja nicht zum ersten Mal aufgehört. Konkret zum 3. Mal. Ja. Ich glaube, konkret zum 3. Mal habe ich aufgehört zum Rauchen.
Und das ist ja so, das weiß ich jetzt schon, wie das geht, weil wie gesagt, ich weiß, ich kann nur rauchen oder nicht rauchen. Und ich habe so aufgehört, dass ich mir einen Tag nehme, da sitze ich in meiner Klause, nehme mir einen Tag, ein ganzer Tag, der gehört mir und meiner Rauchgewohnheit und rauche wie ein Schlot den ganzen Tag, aber ich beschäftige mich den ganzen Tag damit und versuche das wirklich zu analysieren, was ist leibend, was ist nicht leibend, bla bla bla. Und am Ende kommt eigentlich außer, also nicht inhaltlich, sondern am Ende ist dann so, dass ich dann sage, so, jetzt habe ich den ganzen Tag geraucht und schon ein paar Tage vorher habe ich schon Gas gegeben ein bisschen, weil das weiß ich schon vorher. Ich werde bald aufhören, jetzt rauche ich besonders viel, dass man wirklich schon, dass man echt schon zu viel wird und das heißt was, weil zu viel rauchen fast ist mir nicht gegangen. Und dann, irgendwann kommt der Moment, so, das ist dann so meistens so am späten Nachmittag, früher Abend, das weiß ich schon, das ist ein Tag, den nehme ich für mich Zeit. Und dann sage ich so, jetzt ist die Entscheidung, ich rauche die letzte Schick, mir reicht's. Die letzte Zigarette, die rauche ich dann, also rauche ich sehr bewusst, ganz bewusst, schaue ich zu, wie es abbrennt, wie der gelbe Finger da, Ding und wie das da, also richtig auf grauslich. Und die packe ich auch wirklich nur halber, die schaffe ich nicht ganz. Den Faust, so, das war's. Und ab diesem Moment ist mir das Rauchen wurscht. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, weil du kannst bei mir, wenn du Gast bei mir bist, wenn eine Party kommt oder was, der Stumm, ich stelle einen Aschenbecher hin, überhaupt kein Thema. Kann ja jeder rauchen. Mein Onkelein raucht auch. Mich stört das nicht. Überhaupt nicht. Es ist mir wurscht. Das ist für mich kein Thema. Bis ich eine Zigarette rauche. Und die will ich nicht mehr rauchen. Ich will nicht mehr diese eine rauchen. Aber bis dahin, aber es ist mir wirklich wurscht. Du kannst nicht mehr rauchen, das stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, finde ich super. Also wenn Raucher bei mir sind als Gast, sage ich her, komm her, Aschenbecher, weil ich weiß, wie das ist als Raucher. Man will sich wohlfühlen. Aschenbecher steht am Tisch, geht schon, achteln und kannst eine harzen, wie man hät's, wunderbar. So muss es sein. Aber es ist für mich wirklich vollkommen wurscht. Ich muss seit 5.11.2019 nichts mehr rauchen. Voll leibend. Das ist auch leibend, Sheriff Andi, ja. Das denke ich mir jetzt oft, weil natürlich oft der Reflex oder die Erinnerung ist an gewisse Situationen, wo man sagt, jetzt normal die meine auch rauchen. Und dann fällt mir immer wieder ein, mit leibend ist das jetzt keine Rauch. Aber das heißt nicht, dass ich rauchfrei auf Dauer bin. Aber aktuell ist es so, dass mir einfach wurscht ist. Also, dass ich nicht rauchen, dass mir das Thema Rauchen relativ wurscht ist. Relativ deswegen, weil wir reden gerade drüber, also kann es mir so wurscht sein. Aber im Sinne von, ich brauche es jetzt nicht oder es geht mir jetzt massiv an oder irgendwas, überhaupt nicht. Und im Gegenteil, man kann sogar bei mir rauchen und es stört mich nicht, es rennt mir nicht an. Die einzige Angst, die ich habe, ist, dass ich irgendwann mal schwach wäre und eine rauche. Und dann ist es wahrscheinlich wieder geschehen. Naja, der Marco Cinelli, ich rauche noch beim Fortgehen, also auch seit einem Jahr nicht mehr, aber das kann ich nicht. Das habe ich nie können. Wenn ich geraucht habe, habe ich geraucht. Punkt. 4. September, Snoop Dogg Doggy Style. Naja, bravo. Die Stimme im Hinterkopf, Christoph Acker, naja, gut, ja, die ist da. Ja. Aber der Punkt ist mit Willenskraft, weil das ist so. Das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, gratuliere. Du bist jetzt da 3 Jahre rauchfrei, bleib standhaft. Jetzt musst du eigentlich die Gegenfrage stellen und sagst, Alter, soll ich mein Leben lang standhaft bleiben? Das kann es ja nicht sein. Und das ist der Wille für mich. Ja? Nein, ich finde, du musst es so sagen, dass du sagst, ich entscheide mich und aus. Es kann sein, dass du wieder anfängst. Drauf geschissen. Ja, dann fangst du halt wieder an. Aber so wie es bei mir jetzt da ist, sage ich habe die Entscheidung getroffen, ich rauche jetzt keine. Also ich rauche keine mehr. Es interessiert mich nicht mehr, das Thema ist passé. Und das ist passé und damit habe ich kein Durchhalten. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wann ich aufgehört habe. Es interessiert mich nicht. Ich zähle die Tage nicht. So viel habe ich schon. Weil was würde ich das jetzt machen, bis ich meine Pension oder bis ich stirb? Durchzählen, wie viele Tage ich schon nicht rauche. Das ist ja keine Lebensqualität. Nein, ich sage, das ist mir wurscht. Theoretisch, es kann sein, dass ich wieder anfange auch irgendwann. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber jetzt ist die Entscheidung getroffen, es ist aus. Und das, was du meinst mit dem, wo mir das dann einfällt, also mir fällt es ja an vielen Sachen ein, Situationen, weil ich ja viel geraucht habe. Ne?
Und da ist mir das schon, jetzt hätte ich eine geraucht, jetzt hätte ich eine geraucht. Warte, jetzt schaue ich nach dem Chickbagel, ich trottle, ich rauche nicht mehr, was war das Chickbagel. Aber das sind nur die Erinnerungen an diese Situation, dass ich jetzt normal eine geraucht habe. Aber es ist nicht so, dass ich sage, jetzt hätte ich gerne eine rauchen. Und wenn ich das habe, dann denke ich mir immer, ist es wirklich so, dass das dann so leibend war, wenn man es jetzt vorstellt oder nicht? Und dann komme ich auf das richtige Ergebnis. Also insofern, ja. Lassen wir es mit dem, ohne Willen geht, ja, der Willen, du brauchst den Willen, aber eher den Entscheidungswillen. Das meine ich damit, Franz Brandwein. Und weil der Snoop Dogg Dogg ist, am Anfang ist es echt, hat für mich, weiß nicht, ich habe aufgehört, ich hab 2 Backeln am Tag geraucht, als er umgeschaut hat. Dann habe ich in den Tag noch gehabt und habe mich damit auseinandergesetzt, habe aus dem gesagt, ich rauche keine mehr und damit war ich nur mehr glücklich. Da war nichts hart. Da war nichts hart bei mir, wirklich. Ich schwöre, es ist bis jetzt nicht hart. Und du kannst bei mir nicht harzen und ich habe nicht einmal im Ansatz ein Ding, dass ich jetzt auch nicht mitrauchen könnte oder wollte oder was. Gar nicht. Es ist mir das Thema vollkommen wurscht worden. Und der Wille, was der Franz Brandwein ist, ja, den Willen brauchst du, ich will aufhören und ich will dieses Ende haben und ich will die Entscheidung treffen. Aber das war es dann. Der Günther Russel, ich habe um 3 in der Früh auf der Fähre nach Sardinien gewettet, dass ich ein Jahr nichts rauche und gewonnen. Und gewonnen natürlich im Halbdaumen gewettet. Ja. Und hast nachher wieder geraucht? Weil das ist halt immer das, nicht? Weil man damit der Zigaretten eine gewisse Macht gibt. Man sagt, ich schaff's, dass ich auf die verzichte. Ich sage, nein, mir geht es um das muss mir wurscht sein. Weil wenn ich auf was verzichte, dann heißt es, es ist wertvoll. Es muss mir klar werden, dass die Zigaretten oder dass dieser intensive Tabakkonsum, wie ich ihn gepflegt habe, dass der nicht gut ist, dass das ungesund ist und dass es scheißlich ist. Es ist ja nicht leibend, ganz ehrlich. 2 Backeln am Tag mindestens ist nicht leibend. Da ist kein Genuss oder sonst was, das ist nichts. Das muss da klar werden. Nicht, dass man die angeht. Angeht tut man nur maximal. Also mir jetzt nicht, sondern wenn man so überlegt, der Gedanke daran, die Chick zum Kaffee ist leibend. De facto ist die Chick zum Kaffee gar nicht so leibend, wie man sich vorstellt. Der Ulrich hat vor 31 Jahren aufgehört, von heute auf morgen, ja, ja. Immer Meng und mir ist seitdem wurscht. Das ist der Punkt. Mir ist wurscht, damit habe ich ein glückliches Leben und ich will nicht immer wieder eine haben. Der Christoph hat auch aufgehört. Ja, war schon lang. Super. Ja, Snoop Dogg ist halt, finde ich den Rauch ekelhaft, vor allem der kalte Rauch auf der Straße. Ja, ich meine, man merkt es natürlich als Nichtraucher schon stärker, aber es ist mir, dann denke ich mir, na, hier ist der Feiz, aber mir ist lieber, ich rieche einen kalten Rauch als einen Schaß. Ja, das ist das, Franz Brandwein, da sprichst du aber auch was Richtiges an. Wenn du es aus dem Kopf kriegst, kannst du sogar einen Abend lang rauchen und den nächsten Tag nichts mehr. Ja. Also wahrscheinlich, da wirst du schon recht haben. Also so ganz wurscht wird es mir dann doch nicht sein, weil ich mir denke, nein, zumindest ich habe jetzt das Gefühl, ich habe die Angst, wenn ich eine rauche, ich weiß es wieder. Ich hab nicht die Lust, eine zu rauchen. Ich habe nicht den Drang, aber wenn das war, natürlich, Super Mario 2013 aufgehört. Einmal süchtig, immer süchtig, Christoph Acker. Ja, das sagen schon einige. Ja, ein großer, der Duncan Lorian, einer meiner wichtigsten Musiklehrer, die ich in meinem Leben hatte, der hat auch gesagt, das ist, der raucht auch, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre nichts mehr, nicht? Und hat gesagt, aber ich weiß bis heute, ich bin ein Raucher, der nicht raucht. Nichtraucher bin ich keiner. Heute müsst für 2 Tschechen, sagt der Karl Busch. Ja, stimmt eh. Ja, man ist ja lebenslang gefährdet. Christoph Acker, ja, in dem Punkt eigentlich eh war. Du hast schon recht. Ja. Güterich Russel, 3 Tage dauert es wegen Nikotinentzug, danach nur im Kopf. Ja, oder schon vorher und du spürst nur die 3 Tage. Ich habe es ein bisschen länger, den Nikotinentzug habe ich schon ein bisschen länger gespürt, aber nicht so, dass man sagt, man spürt es und so,
mir geht schlecht, mir geht schlecht. Aber ich habe das schon gespürt, das hat schon länger gedauert als 3 Tage. Aber nicht massiv länger. Aber du merkst es, man schwitzt mehr, man schläft unruhiger. Man hat, aber es ist also ein bisschen eine andere körperliche Konstitution. Und das ist auf Nikotin. Ja. Georg Scheurer, bis dahin. Vierte gut, schlaf gut. Ist ja nur eine Entscheidung. Ich glaube auch, dass es im Prinzip um die Entscheidung geht. Die meisten essen dann mehr, oder? Habe ich nicht beobachtet. Manche schon, ja. Ich hab die Chica gefressen, Ulrich, es ist ja so. Ich rauche nur noch Pfeife im Winter und Zigarren im Sommer. Michael Amer, ja, das hab ich probiert. Ich habe viel Pfeifen geraucht, viel Zigarren geraucht. Ich habe mir jetzt mittlerweile alle Zigarren mitsamt Humidor hergeschenkt. Und da reden wir wirklich von viel Geld in Wahrheit. Weil beide Humidore und der eine war so ein Humidor. So. Also so ein großer Humidor, der andere ist ein kleiner gewesen. Der kleine war zum Bersten voll. Der große, da war noch was reingegangen, aber der war ziemlich gefüllt. Also da reden wir wirklich von einem ordentlichen finanziellen Vermögen. Aber ich habe es hergeschenkt. Ich habe gesagt, na, wenn ich das daheim stehen habe, was soll es irgendwann rauche ich wieder eine, danke für die Mitarbeit. Das war's, es dauert dann nicht lang, bis ich wieder Chic habe. Meine Pfeifen habe ich noch, aber das ist wieder was anderes. Wann gerade der Bock da ist. Ja, aber die werde ich irgendwann hergeben. Hoffentlich. Oder ich rauche wieder. Ich meine, wir werden sehen. Aus aktueller Sicht will ich nicht, aber ja. Ja, mit dem Anfang, ja, es ist halt, ja, es ist ein, irgendwo ist ein Thema. Aktuell ist mir gerade wurscht und das ist leibernd. Also rein, wurscht von dem, dass ich sage, ich kann damit ganz gut leben und wenn einer bei mir raucht oder mit mir raucht, bei mir sitzt und bei mir raucht, mich stört das nicht. Fressen nicht, wenn du nicht rauchst, schmeckst du auch besser. Ja, wenn du nicht rauchst, nicht rauchen hat unglaubliche Vorteile. Punkt. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Unglaubliche Vorteile. Und der Genuss. Riech lieber einen Rauch wie ein Schaß. Entschuldige, Sheriff Andi, es war natürlich nicht sehr, sehr nobel, aber ich riech lieber einen Rauch wie ein Schaß. Ja, das muss ich echt sagen. Ja, ob sie die Lungen, ja, das regeneriert. Mein Gott, nein, man weiß es nicht. Ja, Rocker, großartig. Leider, ich werde was spülen wieder. Soll ich was spülen? Der Karl Buschke geht auch schlafen. Am 9 muss ich ja beim Livestream sein, ja. Den will ich nicht verpassen. Karl Buschke, weck mir auf. D. Wagner sagt auch, Entscheidung treffen und basta. Früher ca. 40 am Tag. Ja, nein, 2 Backeln, ja. Und seit 30 Jahren hust- und gestankfrei. So wie Geld verraucht die 2 Moped. Ja, das ist ja auch natürlich ein Aspekt, wenn du sagst, bist du deppert, 2 Backeln am Tag. Rechnen wir es durch, 2 Backeln sind 5 Tage, 5 Euro ein Backel sind 10 Euro am Tag, sind 300 Euro im Monat, sind 3600 Euro im Jahr. Bist du deppert, das ist ein Wahnsinn. Aber gut, ich habe ja nicht 2 Backeln am Tag gehabt, ich habe ja über viel gewurzelt. Also das ist dann schon bölig, ja, aber es ist immer noch ein irre Batzen Geld, der da verloren geht. Und das ist auch natürlich ein Aspekt, da brauchen wir nicht drüber reden. Der Fritz Stadtguts, ich sollte schon vor 2 Jahren aufhören zu rauchen nach meinem 3 Stents, aber ich will nicht. Fritz Stadtguts, du rauchst? Na, Zigaretten? Ich glaube, du bist nur als Pfeifenraucher. Aber was rauchst du? Du rauchst ja nicht viel. Aber Zigaretten rauchst du nicht, oder? Und wie gesagt, ich glaube, so mit Stents und so weiter, ich glaube, das hängt immer davon ab, wie viel die Dosis macht das Gift. Der gute alte Paracelsus hat das gewusst. Und ich weiß, bei mir ist die Dosis, wenn ich rauche, dann rauche ich. Und da gibt es keine Dosis mehr. Das ist einfach nur mehr 100%. Und das ist nicht gesund. Das ist nicht leibend. Ja, der Christoph Acker, genau. Ich habe nur 10 am Tag geraucht, außer ich war im Klar. Also jetzt, wenn ich mit einem Acker zusammenkomme, bin ich geraucht wie ein Schlot. Aber ich glaube das. Ich glaube das wirklich.
Warte mal. Ja. Der Straßenarzt geht heim, er braucht seine 8 Stunden bis zum Morgenstream. Nein, 8 Stunden brauche ich keine. Ich bin da. Straßenarzt, ich bin da. Wenn du einschaltest, ich bin da. Wenn nicht, ruf mich an. Ja, Corona hat das alles zusammengehauen. Franz Badwein, aber ich greife zur Jazzgitarre. Leil, ich greife zur Jazzgitarre. Was machen wir? Wenn ich könntet, die fliehen und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich voller da recht tief, so schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäder ist für die viel zu tief, drum schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich wisset, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich meinen Mut vergraben ganz tief, so schreibst du mir heute einen Brief. So kommt dann mit dein Lieb, so kommt dann dein Lieb zu mir, so kommt dann dein Lieb zu mir, als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, wie sie dich spielt. Happy Valentine's Day. Ah, nicht aber gestern. Na was? Na was? Bist du gescheit. Aber ich tue mir echt schwer oft dann auf der Sexseite, weil man so gewöhnt ist. Verdammt, Alex hat wieder spioniert, sagt der Rocker. Was haben wir da? Die roten Achteln, ich danke euch vielmals. Die Jazzgitarre, Text aus.
Pfeifen habe ich noch ab und zu, früher schwarze Graus an der Kette, Fred Startgust. Ja, und jetzt rauchst du Zigaretten, oder was? Jawohl. Jawohl, jawohl. Ja. Tja, die Achteln. Ich danke euch schön. Ich muss einen Schluck Wein nehmen dazwischen. Bravo, sagt's. Nein, das gefreut mich. Das gefreut mich. Eine Eigenkomposition, ein Liebeslied, passt zum Valentinstag. Aber der ist wieder vorbei. In 35 Minuten ist Fasching. Wirklich? Was heißt die 5? Das ist ein Blödsinn, Christoph Acker. In 35 Minuten ist Fasching. Fasching ist die ganze Zeit. Am Mittwoch ist der Aschermittwoch, dann ist der Fasching aus. Christoph, was ist mit dir los? Das überlegen müssen. Heute ist der Rosenmontag, nehme ich an, ne? Heißt es. Der Rosenmontag, morgen ist der Faschingsdienstag. Am Mittwoch ist der Aschermittwoch. So, dass wir es durchkommen. Die Ballsaison ist also auch vorbei. Nur haben wir wieder angesandt. Die 16er Buben. Es ist ein Wahnsinn. Ja. Snoop Dogg ist der, lass ich nicht aufhören. Ich nehme einen Schluck Wasser dazwischen, es ist kein Fehler. Wie haben wir doch vor. Dort steht's. Am Boden. Ich wollte die ganze Zeit sagen, ich habe mir doch ein Wasser hergestellt schon. Und das habe ich nicht gefunden. Und jetzt sehe ich, dass das dort am Boden steht. Fasching ist seit 11.11. Ja, ich weiß auch nicht, das ist ein Wahnsinn. 35 Minuten ist Fasching. Christoph Acker, wirklich. Das ist ein Wahnsinn. Fun Fact. Mein Baby wurde gestern geboren. Was? Was? Chris, was? Der Kind hat gestern Geburtstag gehabt oder du bist gestern Vater geworden. Das muss jetzt eine schreiben. Chris, das heißt, du bist gestern Vater geworden? Chris, auch auf die Meldung warte jetzt. Auf die Meldung warte jetzt. Das ist ja Wahnsinn. Fun Fact. Das ist überhaupt laut. Das ist überhaupt laut. Leon, Fun Fact. Ich bin Papa. Ja, Chris, aber der Chris, das muss jetzt präzisieren. Das ist ja Wahnsinn. Ein Valentinstagsbaby, 14. Februar. Gestern, du hast gestern ein Kind gekriegt, also du, die Frau. Bitte um Präzisierung. Bitte um Präzisierung. Weil man. Gestern bin ich Papa geworden. Leon, haut's eine an roten. Ich meine, haut's eine rote Achteln. Das bist du deppert. Was könnte das spielen? Was könnte das spielen? Für einen Papa. Der Lausbur. Altes Wiener Lied. Altes Wiener Lied. Ich bin ja da, ich bin ja da. Ja, warte mal, der Lausbur, den bringe ich schon zusammen. Lass mal gesagt. Gestern um 14.49 Uhr hat der Chris auch einen Schrappen gekriegt. Na, Alter, das taugt mir. Das taugt mir, da wünsche ich dir alles gut. Ja, pass auf, bevor ich da was spiele, schenke ich mir einen Nusser rein von der Daniela. Von der Daniela Schlegel, weil das ist wert. Na, Alter, das ist das Leibwand, das taugt. Und jetzt wollte ich das ins 8 gleich schenken. Hoppala, Entschuldigung. Da. Gehörst doch, fix, reiß dich zusammen. Na, das ist Leibwand. Das gefreut mich total. Ich meine, mit Chris habe ich ja, ich kenne ihn persönlich nicht. Wir haben
korrespondiert mitunter über diverse Social Media Kanäle. Wir folgen einander, wir kommunizieren über Chats und Nachrichten. Aber das jetzt schon über längere Zeit. Und was ich damit sagen will, obwohl wir einander persönlich noch nicht kennenlernen konnten, ist es so, dass mir wahnsinnig frei. Dass ich mich wahnsinnig frei für die und siehst du, die ganze Gemeinschaft, die ganzen Pavlacisti, hauen sie da rein und freuen sie mit dir und natürlich, das ist ein Schluckerl Nussschnaps wert. Also in diesem Nussschnaps, ein Schluckerl Nussschnaps wert. Alles Gute. Chris, ich hoffe, es ist alles gesund, es ist alles gut drauf und auch deiner Holden alles Liebe und ja, alles Glück dieser Welt. Das wünsche ich dir und deiner Familie. Prost auf dich. Leibende Geschichte. Ein Wahnsinn. Ein Corona-Baby. Blöd, wenn man nicht raus darf. Der Christoph Acker, das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ja, Bub oder Mädel? Ja, genau, das ist eine gute Frage. Gesund und munter, sagt der Albert Guanche. Ah, da, der Albert, grüß dich. Die gar nicht mitgekriegt noch. Die Pavlacisti. Ja, Florian, das ist aber eigentlich, das ist mir jetzt so rausgerutscht, aber ganz kurze Frage an die Runde. Ein Mädel. Christina. Na schön. Ein Christel. Entschuldigung. Ein Christel. 4,3 Kilo? Bist du deppert? Ich sag dir was. Ich hatte unter 3 Kilo, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ich war geschraub. Ich war nix. 4,3 Kilo? Alle Achteln. Alle Achteln, Chris. Das fährt. Das fährt. Na, leibend. Alles gesund, super. Das ist leibend. Und ich spiele. Oder Chris, auch der Wunschlied. Wenn du ein Wunschlied hast, das ich erfüllen kann, dann spiele ich das. Wenn du eins hast, das ich nicht erfüllen kann, spiele ich das nicht, weil es viel daneben war. Weil Christine ist ein schöner Name, ja. Ja, aber da 4,3 Kilo bist du gescheit. Das ist ein ordentliches Breckerl. Wenn du nimmst jetzt, sagen wir mal, wenn du da kaufst, einen Schopfbraten, sagen wir nicht, so 2 Kilo, das bist du deppert. Bad ab, wenn das die Frage ist, Christoph Acker, los gut sein. Na, aber leibend. Christina ist super. Du, und weil der Flur das sagt, die Pavlacisti. Was hält sie davon? Das ist jetzt quasi ein harter Themenwechsel. Aber was hält sie von dem, was hält sie davon, weil mir das jetzt so eingefallen ist und der Flur das aufgegriffen hat? Der Begriff Pavlacisti für die Community, weil Community ist halt natürlich wiederum so ein Ding, nicht? Ihr wisst eh, aber Pavlacisti, wie gefällt euch der Name? Haut's mir eine, wem das gar nicht gefällt, der haut mir eine Milchflaschel. Ich glaube, das gibt's als Emoji. Und wem es taugt, der hat eine Rotsachtel. Und in der Zwischenzeit spiele ich was für einen Chris. Es sei denn, der Chris hat irgendwann einen Wunsch, ein Wunschlied, aber dabei spiele ich was. Ich bin nicht da, nein. Ich bin nicht da, ich bin nicht reich, ich möchte es aber werden. Ich hab im Leben, was ich brauch, mich freut's auch so auf Erden. Dieser Blödsinn ist ja der Lausbub, aber das ist ja ein Madel. Die Christina muss ja was fürs Madel singen, fürs Madel. Die Achtel von einer, Pavlacisti. Die Pavlacisti. Ich würde T-Shirt, ich bin ein Pavlacisti. Herrlich. Pavlacisti. Unislonic. Na, gefällt euch das? Gefällt mir, sagt der Rudi Korbis. Pavlacisti. Rudi Korbis, du hast sicher eine Idee. Was könnte ich spielen für die Christina vom Chris? Was könnte ich spielen? Klingt gut.
Der Snoop Dogg Doggy Style ist ja auch ein Christian. Na schau. Kein bestimmter Wunsch, sagt der Chris. Aber ich hätte ihn gespielt. Aber. Na, irgendwas. Jetzt muss ich was. Klausi, reiß dich zusammen. Jetzt muss was her. Das taugt noch viel. Für das Telefonbuchlied. Ja, das passt zu Christina. Ich bin ein Pavlatschisti. Bruslunger passt jetzt nicht so, Christoph Acker. Das ist ein Wahnsinn. Ich sitze gerne im Wirtshaus, am wirtshäuslichen Herd. Da sitze ich wie beim Wirtshaus und werde nicht gestört. Der Wein wird schon älter, in meine Kehle fällt er. Der Kalterer wird kälter, so wie es sich gehört. Ich lese nicht in Journalen, ihr redet mit keiner Frau. Für die müsst ich noch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration such, Gesellschaftsliaison such, lese ich das Telefonbuch, da find ich das genau. Weil alle meine Freunde stehen drin und zwar auf Seite V. Wandrak, Wortel, Wimplerschill, Wojtek, Wozek, Wimbladil, Fjora, Vrabel, Vritilek, Wiklaš, Vracek, Wichnalek, Frecker, Frba, Vikotil, Frablic, Schmutzem, Viskocil, Wochenetschka, Vukelic, Vrtatko, Vukasinovic, Vorak, Vondra, Volicek, Voralek, Vosnud, Vrtlvotropa, Vosenilek, Frinis, Vostarek, Vrtalana, Wimplacil, Vrtsalan, Vistlacil, Vokvodipka, Vicesal, Vratstil, Vrana, Vimmetal, Frobitski, Vrobetski, Franek. Jawohl. Fritz Stadtko sagt, Pavlatschisti kennt bei uns keiner, finde ich gut. Großartig, Chris, auch wunderbar. Mein Name gefällt mir nimmer. Ich heiße nämlich Brüst. Mein Freund, sein Name ist schlimmer, der arme Kerl heißt Skrüst. Wir schniegeln die Gesichter und gehen zum Richter. Der Richter sagt das Richter, weil ihm ist das ja wurscht. Ich buchstabier meinen Namen, dem Richter sein Kamin und sag, schauen's bei die Damen, ist schwer meine Strategie. Der Richter war sehr freundlich und naja, sagt er wahrscheinlich, ja, Name ist ja peinlich, drauf hab ich Sympathie. Drauf sagt er, naja, was glauben Sie? Was weiß nicht, wie das weitergeht, aber Wandrak, Wortel, Wimplerschill, Wojtek, Wozek, Wimbladil, Fjora, Vrabel, Vrtilek, Wiklaš, Vracek, Wichnalek, Frecker, Frba, Vikotil, Frablic, Schwutze, Viskocil, Wochenetschka, Vukelic, Vrtatko, Vukasinovic, Vorak, Vondra, Volicek, der Voralek, und der Vrtlvotropa, Vosenilek, Frinis, Vostarek, Vrtalana, Wimplacil, Vrtsala und Vistacil, Vokvodipka, Vicesal, Vratzil, Vrana, Vimmetal, Frobitski, Vranek. Ist wieder ein Hänger gehabt, nicht? Aber die dritte Strophe packen wir auch noch. Was haben wir? Chris, auch, so ein geniales Lied, perfekt vorgetragen, ne? Ich danke dir recht schön. Meine Frau geht mich betrügen und glaubt, dass ich nicht schmeck. Jeden Abend tut sie liegen mit Blätterneck ums Eck. Der Blätterneck ist ein Trottel, meine Frau ist ein Kokottel. Sie gehen zusammen ins Hotel, damit ich's nicht entdeck. Doch ich hab's bald begriffen, dran nehm ich auf Kredit. An Detektiven, was folgt auf Schritt und Tritt. Und schon 2 Wochen nachher kommt der große Macher und sagt, dass ich nicht lach her. Der Blätterneck ist nicht. Jetzt halten sie sich geschwind an, ihre Frau betrügt sie mit Wandrak, Wortel, Wimplerschill, Wojtek, Wozek, Wimbladil, Fjora, Vrabel, Vritilek, Wiklaš, Vracek, Wichnalek, Frecker, Frba, Vikotil, Frablic, Schwutze, Viskocil und mit Wochenetschka, mit Vukelic und mit Vrtatko und Vukasinovic, Vorak, Vondra, Volicek und mit
Vorleck, was Vrttelwottroppe, was Sennilek, Vrinis was der Reck. Vrttelane Wipplachille, Vrtzelan Wieslachil, Wotwadipka, Witsche, Seile, Vratzil, Vrana, Wimmetall, Vrbitzke, Vranek, Wirka, Weblek, Wobalka, Wobelka, Wojtek, weg. Telefonbuchpulka, Georg Kreisler. Ich danke euch vielmals. Und zur Ehren vom Chris und seiner Christina. Na herrlich. Ja. Auf geht's, Burm, sagt der Super Mario. Patrick wird schon schlafen. Großartig, Fritz Statkus. Ah, ja. Jetzt habe ich einen Schnagel. Beim Schnagel, das habe ich gelernt, da hilft wirklich nur Wasser. Der Ofen brennt noch. Aber ich sage euch was, wenn ich für einen Ofen muss man Holz holen. Einer. Von draußen einer. Müssen immer Holz holen. Franz Bratwein, großartige Dankeschön. Ich muss auch beim Schnagel, das habe ich wirklich aus der Beobachtung außer. Da hilft nur wirklich, also wenn was hilft, das ist ja oft nicht so, aber wenn du was trinkst und das helfen sollte nur Wasser. Die Pavlacisti-Gruppe. Marius Herzl auf Facebook eine Gruppe. Ja, ich kann keine Gruppen gründen. Weil ich bin echt schon überfordert mit allen. Also überfordert, aber wenn ich jetzt noch Gruppen kriege. Aber die Pavlacisti, aber ich glaube, das bleibt uns. Oder? Seid ihr dabei? Hubert Aristoteles Rapoltinger. Habe ich was versandt? Na gar nichts, wir fangen erst an. Wir sind erst dabei. Es geht erst los. Der Fluter sagt, wo ist denn der Patrick? Na, der Patrick ist gegangen, hat eine Blasenentzündung, eine ordentliche, und haut sich eine Antibiotika, deswegen nicht da. Eine Frage, was ist ein Kokottel? Meine Frau ist ein Kokottel, darum geht es nicht so. Naja, Kokottel, erst. Das ist auch gut, da erwischt mich jetzt gut. Genau weiß ich es auch nicht, aber Kokottel, das ist so ein bisschen so ein, ja. Ich glaube, vielleicht, wenn es einer weiß, bitte mich zu korrigieren. Ich glaube, es ist quasi nichts anderes als ein feinerer Ausdruck für Trampe. Glaube ich. Eine Trampe. Ein Kokottel. Weil ein Kokottel schon so eine, die halt mit einem jeden, also nicht wirklich eine Tierene, sondern also nicht eine Prostituierte, sondern so eine, also wie gesagt, ich glaube, dass es so ist, sondern eher so eine, die halt, ja, die nichts verlangt dafür. Ein Schlampen oder so würde man heute vielleicht sagen, glaube ich. Aber vielleicht weiß es einer besser, das würde mich interessieren, aber ich glaube, das ist ungefähr das. Also jetzt habe ich gar keinen Schlagerl mehr gehabt, jetzt habe ich trotzdem ein Wasser getrunken. Ja. Der Ulrich ist so geil. Der Fluder, wo ist er denn, der Patrick? Nein, jetzt habe ich es aber erklärt. Der Marius Herzl, wenn es schon liedtechnisch Fragen gibt, dann hätte ich auch noch eine Frage. Im Klagenfurter Marsch kommt das Wort Naginhosen vor. Was ist das? Da kommt echt das Wort Naginhosen vor. Naginhosen. Im Klagenfurter Marsch. Wenn wir uns gleich darum kümmern, aber zuerst Fludern, Kokotte. Laut Duden Bedeutung Info elegante Frau mit guten Umgangsformen, die mit Männern sexuell verkehrt und sich von ihnen aushalten lässt. Das ist ein Schlampen. Habe ich ja gesagt. Eine kokette Person, Manfred Kraft. Manfred! Jetzt kommen sie alle raus. Das ist ein Wahnsinn. Große Freude. Eine große Freude. Ja. Das ist ein Schlampen. Ein Kokotten ist ein Schlampen, kann man so sagen. Boah, jetzt geht das mal zu schnell. Allein war der Wahnsinn, die Pavlacisti, das kommt noch raus. Die Pavlacisti. Aber das ist irgendwas anderes, habe ich jetzt verpasst. Das habe ich jetzt da
oder vergessen. Was war denn da jetzt da? Naja, jetzt bin ich auch schon überfordert. Ja, ich weiß nicht mehr. Tut mir leid. Es tut mir leid, ich weiß es nicht mehr. Spül nicht der Patrick schon kennen, aber hätte man nichts trinken, daher Zwangspause. Ja, spül nicht, der kann was trinken auch, aber es ist natürlich, wenn's, also er hat schon ein bisschen ein Fieber auch. Und jetzt auch Blasenentzündung, ich meine, das, weißt, da tut da alles halt weh, ne? Das ganze Gestell. Man fühlt sich halt nicht wohl. Und jetzt war ich da mit einem Gerät aus Zuli auf Wien fahren, dass wir die Pavlatschen in Wien machen gemeinsam. Und da so herum, ne, habe ich gesagt, du Patrick, vergiss es. Lass es gut sein, hau dich nieder, entspann dich, kurier dich aus, bist in 3 Tagen wieder gesund, was soll's. Das ist halt auch so. Sind wir froh, dass nichts Schlimmes ist. Ich meine, ihr wisst die meisten von euch wissen dass das mit den Nieren und so, dass er da schon echt Probleme gehabt hat und Schwierigkeiten. Und das war natürlich ein kurzer Schockmoment. Und dann habe ich gesagt, erst Gott sei Dank, alles Leibwand, immer Blasenentzündung drauf geschissen, ich nehme Antibiotika und passt. Aber natürlich, ja, es ist ein bisschen ein Fieber da, mir tut alles weh, es kreizt und klar, nicht die Nieren da rauf, es tut mir alles weh und so weiter und man ist miert und auf gut Deutsch, ja, wie ich schon früher gesagt habe, nicht, wenn wir jetzt irgendwo gespielt hätten, hätte er gesagt, ja, ich spiele, wir machen unseren Hansel aber, dann fährt er heim und fertig, alles ist gut. Und wir sind natürlich übereingekommen, schon vor längerer Zeit, die Pavlatschen, zur Not muss es dann der andere solo durchziehen, weil es hat wirklich keinen Sinn, sich da was antun. Also es bringt es wirklich nicht. Der Manfred Kraft bringt natürlich was ins Spiel. Kokett bedeutet eigentlich aufreizendes Gehabe. Ja, man, Kokottel, Kokett, ja, da kann schon was zusammenhängen. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass das genauso stimmt, dass eben das Kokottel eben, ja, heute die Schlampen ist. Also es ist kein Hure, es ist keine, der Geld dafür nimmt, aber im Prinzip sie zubehaut bei jedem und was das so halt in die Richtung. Ja. Das ist ein Kokottel, ziemlich sicher. Kokott aus dem Französischen, der Uli Slonek. Hühnchen. Na, das wird aber passen. Leiwand. Ein Leiberl muss her. Pavlacisti. Die Pavlacisti. Rudi Korbes. Anschienhosen. Das meint der Zip Erik hat mir gesagt, das war eine Hosenmarke. Die Anschienhosen. Jetzt, ne, ich habe das nicht verstanden. Ich habe das nicht gewusst, was da gemeint ist. Ja. Danke, Rudi, für die Aufklärung. Ja, Anschienhosen. Ja, Angin geschrieben. Es war Hosenmarken. Ja, aber das war nicht nur Hosenmarke, glaube ich, das war schon so, also das war eine Hosenmarke, aber das war da schon so ein Begriff, so ähnlich wie bei Bitter. Wie bei Bitter für dieses Muster, für dieses Krähenfußmuster. Nein, nicht Krähenfuß. Ja, aber die Anschienhosen, das war schon ein eigenes Muster, glaube ich. Das war eine Marke, aber man hat dann zu einem gewissen Muster oder zu einer gewissen, so wie die Jeans. Ja? Die Original-Jeans sind vom Levi's und dann gibt es andere. Und dann gibt es Jeans in verschiedenen, aber die Blue Jeans, ne? Die Blue Jeans ist das Original und dann gibt es halt so verschiedene Formen und so ähnlich ist, glaube ich, das mit der Anschienhosen. Aber jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe das nicht gleich gewusst. In 15 Minuten ist Faschingsdienstag, der Christoph Acker. Jetzt kommt er mal. Früher hat er mit Fasching geredet, jetzt hat er nicht nachgeschaut. Marinus Herzl bedankt sich beim Rudi, ja. Der Franz Brandwein spendiert den Christoph einen Kropfen. Aber Franz Brandwein Christoph, ich meine, nächstes Jahr oder nächste Saison, da müssen wir wieder schauen, dass wir dabei sind. In Bachfurt, wenn es es wieder gibt. Wenn es wieder gibt, müssen wir dabei sein.
Was haben wir? Ja, Snoop Dogg, da geht's nicht. Nein, sag ich ihm. Besserung. Patrick wird sicher wieder. Ja, slawische Sprache ist gut, weil Slawisch ist sehr viel wienerisch. Ja. Slawisch, Jiddisch und Deutsch. Eine fesche Hen, sagt der Uli Slonek, ja. Eine fesche Hen. Ja, das wird das Kokotl, eine fesche Hen, ja. Aber eben Kokotl ist es sicher so die anbietende, eben so die, ja, das bisschen so das schlampige, schlampert, ja, wisst ihr, was ich meine. Die sich zubehaut, die mit einem jeden gleich, was das so. In der Firma werden welche gesponsert, da muss ich sicher 3 essen, bevor sie schlecht werden. Und ein Serrano-Schinken dann am Nachmittag, das wird morgen hart. Der Klaus Schweinzer ist dahin. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Für die gut. Ja, ich weiß ja nicht, ich glaube, wir werden auch bald Schluss machen, oder? 35 Zuschauer, ich meine, ist nicht wenig für meine Verhältnisse oder unsere Verhältnisse, aber ja, der Patrick, ja, der ist, ja, naja, oft, aber doch immer wieder mal. Ja, ich trinke halt mehr. Dadurch fällt es bei mir nicht so ins Gewicht. Eine karierte Pyjamahosen. Ja, ja, so wie das Pepita. Pepita, das ist ein eigenes Muster. Und die Angin-Hosen, Angin geschrieben. Ja. Straßentraining von 1000 PS ist mir eh fast zu teuer. Christoph Acker, ja, das mit dem wahrer Hannes, gell? Nein, es tät mir schon mal ratzen auch. Aber ich tät einmal sagen, aber Bachfurt, wann das wieder, wenn mir ganz kurzer Motorrad-Content, für alle, die es jetzt nicht wissen, um was geht. Aber das, Entschuldigung, jetzt mache ich wieder einen Schwenk. Günther, weil du sagst, kokett nennen sie uns auch, das bedeutet Schwanz. Kokett, oder also Kokott, das Kokett und Kokott und Kokottel, das wird sicher zusammenhängen. Und das wird schon sein, Hen und Händel und Huhn. Das wird schon von daher kommen, aber gemeint ist ganz sicher die leichtfüßige. Ja, so ungefähr. Ja, na, aber nochmal zurück, ganz kurz Bachfurt. Also es gibt natürlich von der Stadt Wien oft so ein Motorradtraining, das ist kostenlos, muss ich noch anmelden. Das ist kostenlos, das ist also quasi ein Gimmick von der Stadt Wien. Irrsinnig leid, das findet in Bachfurt statt und das war letztes Jahr so und da waren wir eben auch zufällig an dem Tag, eben der Christoph Acker, unter anderem der ja, Franz Brandwein auch und der, wie heißt der Mineraler mit der Bergman, wie heißt der geschwind? Weiß ich jetzt nicht, aber ihr wisst, wie wir waren, also die Wissenden. Und das war eine leibende Geschichte. Und nachher, an dem Tag nämlich, weil ich immer dachte, wenn die Stadt Wien so ein Motorradtraining auf die Beine stellt und finanziert, naja, das wird in Wien sein. Nicht? Und am Abend haben wir nämlich gespielt, am Biesenberg, im Ausblick, bei Michael Höfler. Und da haben wir gedacht, naja, da melde ich mich aus, ja wurscht, das ist am Abend. Nicht? Und das dauert ja nicht lang. Also das geht bis 4, 5 Uhr am Nachmittag. Na, dann fahre ich auf, das ist ja kein Thema. Da kann ich noch heimfahren dazwischen. Und dann hat sich ausgestellt, na, dieses Training von der Stadt Wien ist in Pachfurt, das ist bei Bahndorf, da im Burgenland. Ein mörderisch leibendes so ein Fahrzentrum, nicht? Ist nicht ausgebaut. Und war echt ein leibendes Training dort. Das war echt leibend, aber halt natürlich weiter weg. Und der Christoph Acker ist mit mir gefahren bis zum Biesenberg und dort habe ich dann als Konzert geliefert, aber es war auch leibend. Christoph, oder? Kannst du ehrlich sagen, war leibend. Den ganzen Tag zwar geschwitzt wie die Schweine, wir haben trainiert wie die Wilden. Der Dieter Neoral, danke Christoph. Der Dieter war das, ja. Mit Dieter, mit der Bergmann. Genau. Der Franz Brandwein, du, ich. Also das war eine Mördergeschichte. Was Hater? Wo sind Hater? War der Milchmann. Rudi Korb ist erinnere mich dran, falls ich vergiss. Spüle da.
Der Snoop Dogg Doggy Style. Klaus, ich muss immer noch lachen über das Geschichte über euren ersten Hater. Du meinst, das war, wie der Zonko da war? Ja, das war wild. Da muss ist nicht gefreut. Den ersten Hater. Ja, der Christoph Acker. Das war schon leibend wieder. Bachfurt. Aber eigentlich war es wieder nur leibend, wann nachher ein Konzert war. Na, Snoop Dogg Dogg ist ja genau beim ersten Livestream. Der 16er Punkt. Erster 16er Punkt Livestream auf Facebook. Genau. Der zweite war Hater, ja. Ja. Ist ja so. Was soll man machen? Das ist, viele betrachten diese Social Media Welt immer so quasi so als eigene Welt, also abseits vom Alltag. Also es gibt den Menschen, es gibt die Welt, und dann gibt es diese Social Media Welt. Und na, das ist genau das Gleiche, es ist ein Spiegelbild, das ist einfach erinnern. Und das übersehen manche, ne? Dass das genauso dass die gleichen Gesetzmäßigkeiten gelten. So, der Marinus Herzl geht auch schlafen. Der Morgen-Livestream, ja. Geh weg mich, wenn es soweit ist. Gute Nacht an alle Pavlacisti. Danke für die gute Antwort, Klaus. Danke, Marinus Herzl. Schön, dass du dabei warst. Und morgen bitte unbedingt. Ja, jetzt ist aber der Livestream ist dreiviertel Stunde. In 4 Minuten um einen Faschingsdienstag, bevor es der Christoph Acker wieder raushaut. Und ich würde sagen, ja, das dauert mir auf jeden Fall. Ja, nein, genau, 2 Zuschauer und einer war Hater. Ja, das war, auf Facebook war das. Das weiß ich noch. Der Günther Rusler, was? Klaus mir das Wasser im Mund zusammen wegen Rauchen. Was soll ich machen? Ja, was? Was willst du machen? Du sagst erst, schau, du hast 2 Möglichkeiten. Du rauchst eine an oder nicht. Wenn du eine anrauchst, dann überleg dir, welche Konsequenzen damit zusammenhängen. Sagst, ist das leibend? Was bringt mir das? Was tut's? Und was bringt's mir nicht? Und welche Nachteile bringt's? Und dann überlegst, und was hätte ich, wenn ich mir jetzt keine anrauchen tät? Und dann triffst du eine Entscheidung. Und du wirst sehen, das ist ganz ehrlich, wenn du eine rauchst, ich kann sagen, nein, es war schon leibend eine rauchen. Und du sagst, na echt, wirklich? Was wirklich leibend eine rauchen? Wirklich? Das hat eine anzünden und dann da durch die Finger, was das schon gespürst richtig in die Finger. Weißt du, was ist schon richtig gespürst? Und der Fütter, der weiße Fütter, der schneeweiße Fütter, der mit Anzug schon ganz braun wird und dann, das fällt richtig gehen, der Aschenbecher ist auch geschissen und so, aber das fällt richtig. Und dann ziehst du es rein, haust du das in die Lungen. Grauslich, durch den Kehlkopf durch den Kehlkopf. Wenn es anschrennt, natürlich, wenn du mehr rauchst, dann irgendwann einmal hast du vielleicht sogar einen Kehlkopfkrebs, aber da musst du mit so einer Maschine reden und so weiter. Das stößt alles vor. Richtig gehend, das stößt das vor. Das gibst du voll Geist, voll leibend. Ja? Das gibst du so richtig, das malst du aus in alle Formen. Und sagst, oder ich rauche mir keine an. Sag ich, naja, ich hätte einen Gust auf was ich trinke einen Schluck, irgendwas oder keine Ahnung. Und sag, freie Luft atme ich ein. Und also diese 2 Möglichkeiten hast du, für eine entscheidest du. Mehr kann ich da nicht sagen. Sorry. Mehr kann ich da nicht sagen, Günther. Da war ich jetzt auf die Kache. Ja, Christoph Acker sagt auch, eine wöchentliche normale Solo-Pavlatschen 4 Stunden. Nicht? Das glaube ich auch. Ja, Sheriff Andi hat sich auch überheißen, ja, jetzt lassen sie mich alle allein. Günther, genau, der Flutland sagt auch, Günther, nicht rauchen. Nein, weil ich sag da was, weil der Punkt ist der, Günther, wenn du jetzt da sagst, ja, jetzt hätte ich gerne nicht rauchen, weil das war irgendwie leibender. Sagst du, na Moment, wegen Rauchen war es leibender, dann war es schade.
Jetzt sagst du, naja, es war stressiger oder keine weniger stressig oder sonst was. Nein, es ist immer genau gleich. Ob du eine rauchst oder nicht. Das mit dem Rauchen, das hat mit dem nichts zu tun. Ob was stressiger ist, leibender ist, gemütlicher ist oder sonst was. Weil sonst hätten ja alle, die nicht rauchen, hätten sie ja nicht gemütlich. Danke, Klaus, ich genieße das Gefühl und mache es nicht. Günther, bravo. Bravo. Wenn du den Guster drauf hast, dann denkst du immer an alles, nicht ans Leibende. Du denkst immer an alles, was du Erfahrung gemacht hast. Weil die Erfahrung, auf die man zurückgreifen kann, das ist das Leibende. Weil wenn ich sage, erfahrungsgemäß, also sagen wir so, gefühlsmäßig war die Chick zum Kaffee leibend. Erfahrungsgemäß eigentlich nicht. Erfahrungsgemäß war das immer zum Beispiel, war die Chick schnell aus bei mir. Die wird schnell aus. Und sagt, scheiße, jetzt habe ich noch ein ganzes Heferl Kaffee und die Zigarette habe ich schon ausdämpft. Jetzt müssen die immer sofort die zweite anrauchen, damit das überhaupt einen Rebach hat. Weil die zweite. Und de facto hat es mir nicht geschmeckt. Das war halt die Sucht oder keine Ahnung was. Naja. Hauptsache du rauchst jetzt keine. Genau. Genieße das Gefühl. Atme ein und sagt, leibend, dass ich nicht mehr rauche, das brauche ich nicht. Was brauche ich das gerade? Drauf geschissen. Punkt um. Pavla Tschisti. Günther, großartig. Ich bin am Anfang fast deppert worden ohne Chick. Snoop Dogg da gesehen. Ja, das ist irgendwie insofern lustig, weil ich das nicht nachempfinden kann, weil wenn ich hätte so nie aufhören können mit Rauchen. Nie. Ich hätte nicht sagen können, ich höre auf, obwohl ich einen Guster drauf hätte. Das hätte ich nicht können. Nie. Ich habe das aufhören müssen in der Form, dass ich einfach keine mehr geraucht habe. Dass ich gesagt habe, ich brauche es nicht mehr, ich will es nicht mehr. Pfui Teufel. Christoph Acker, ja. Wenn es gut schmeckt, wenn es Arsch rennt, schmeckt es gut, ja. Wenn ich den größten Appetit habe, halte ich mir sie unter die Nase und sage nach. Günther, wir werden einmal korrespondieren müssen, glaube ich. Nicht, dass ich den Stein der Weisen habe diesbezüglich, um Himmels Willen. Aber, weißt du, musst das so sagen. Diese Willensstärke oder was, dass man sagt, na ja, ich tät gern rauchen, ich tue es aber nicht. Das ist möglich, aber es ist anstrengend, das ist schwierig zu sagen, ich war Raucher, ich höre auf und ich will aufhören, ich will nicht mehr rauchen, aber ich will einen Spaß am Leben haben und alles. Aber ich will eigentlich von der Zigarette, vom Nikotin und von dem Ganzen nicht mehr abhängig sein. Das ist was anderes. Weil das heißt, du bist frei davon. Wenn man sagt, ich tät gern, aber ich tue es nicht, das heißt, da ist man nicht frei davon. Da ist man nicht frei. Mach mal einen Schluck, sagt der Christ zum Beispiel, das ist eine gute Idee. Ja, da muss ich Milchmann spielen. Aber Günther, wirklich, vielleicht korrespondieren wir, was da wirklich Dinge hast, ich weiß nicht, ob ich da helfen kann. Ich weiß es nicht. Das biete ich dir nur freundschaftlich an. Lass wir mal korrespondieren diesbezüglich. Der Fritz Stadtkus, ich rauche den ganzen Tag nicht, nur wenn ich zu Hause bin, dann fällt mir was. Ja gut, aber wenn da was fällt, heißt es noch nicht, dass du rauchen musst. Das ist, wenn da was fällt, heißt es nur, man muss hinterfragen, was fällt mir da eigentlich. Und kriege ich das wirklich durch die Zigaretten? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Also, für mich ist es, ich glaube, also jeder, der mich persönlich gut kennt und weiß, wie ich Raucher war, der weiß, ich habe geraucht und da habe ich geraucht und da habe ich rauchen müssen. Da hat es keinen Spielraum gegeben. Und die gleichen Leute wissen, dass du gehst von heute auf morgen, du brauchst keine mehr, oder was ist jetzt los?
das ist nicht der Punkt, dass ich sage, ich habe auf ewig dieses Geheimnis gelüftet. Und hab's, das nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht fange ich wieder an. Aktuell nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass an dem einen Tag brauche ich es, da geht nichts ohne. Das geht nicht ohne. Nein, schon gar nicht. Also, da muss geraucht werden. Und am nächsten Tag auf einmal ist es problemlos möglich. Wie geht denn das? Außer was es da umsteht. Scheinbar mit körperlicher Abhängigkeit hat das nichts zu tun. Der Chris hat gesagt, mach mal einen Schluck. So, der Rudi Korbes, Milchmann. Ofen brennt. Spielst du schon? Ist das in C, glaubst du? Ja. Spielst du, schreit der Ober. Spielst du, schreit der Ober. Leidl, geht's doch endlich heim. Doch mich stört nicht ein bisschen das Rasseln mit den Schlüsseln. Ich trink jetzt noch ein Flascherl Wein. Erst wann der Milchmann mit dem Müllekannel schäbert, bin ich langsam deppert. Erst wann der Milchmann mit dem Müllekannel schäbert, bin ich fürs Zeit fürs Bett zu gehen. Denn sowieso bin ich fast schon geht's bitte deppert, mir fällt der Text nicht ein. Aber ich probier's noch. Erst wann der Milchmann mit dem Müllekannel schäbert, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weintal ganz schön deppert. Alles was ich anschaue, tue ich doppelt sehen. Erst wann der Milchmann mit dem Müllekannel schäbert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn eine alte voll dazu am Dachboden klettert, denk ich an Goethe, dreh mich um und her nix mehr. Die Schrammen haben schon Schluss gemacht, die Instrumente sind eingepackt, aus ist mit einem Tanzgesang. Doch mich bringt nix zum Aufstehen und schon gar nicht zum nach Haus gehen. Denn ich warte auf einen ganz bestimmten Klang. Erst wann der Milchmann mit dem Müllekannel schäbert, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weintal ganz schön deppert. Alles was ich anschaue, tue ich doppelt sehen. Erst wann der Milchmann mit dem Müllekannel schäbert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn eine alte voll dazu am Dachboden klettert, denk ich an Goethe, dreh mich um und her nix mehr. Na, na. Jawohl, jawohl. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. So, was haben wir da? Ich muss jetzt schon. Das Wochenende war jetzt schon hart. Ich könnte durch die Stadt spazieren, da würde ich dann einen rauchen, aber ich war ja standhaft und war nicht spazieren. Das war ein Riesenfuck. Was, der Akku wird leer beim Super Mario, Jesus, na. Schaut die Achtel von rein. Ich glaube, hat euch gefallen. Ich danke euch vielmals. Das ist nur Sturheit, sagt der Günther Eich Russel. Immer wenn ich am Flughafen angekommen bin, habe ich 2-3 Stunden gewartet bis zum Rauchen, weil ich mir nichts unterkriegen darf. Ja. Der Freidenker. Ich habe vor ein paar Wochen abgeschaltet, als ihr beide geraucht habt. Nicht gegraust. Na geh! Aber jetzt dabei.
Freidenker, danke schön, dass du dabei bist. Ja, na wie gesagt, mich graust grundsätzlich nicht. Also wenn jemand rauchen will und raucht, mich stört es überhaupt nicht. Aber es ist auch interessant natürlich. Interessant zu hören. Danke vielmals für dieses Feedback, wie man so schön sagt. Ja. Snoop Dogg Style, ja. Ich will es auch nicht mehr. Mir hat das Rauchen schon so abgefuckt und trotzdem habe ich meinen Willen durchgesetzt. Der Entzug war unerträglich, aber ich wollte nicht mehr. Nach 34 Jahren Rauchen hatte ich einfach keine Lust mehr. Ja. Du, irgendwann kommt der Moment, ja, und dann sagst du aus, ja. Auf die Sperrstunde, Fritz Stadtgas hat auch die Achtelleine. Ja, das heißt, wir machen Schluss, oder? Machen wir Schluss. Es ist 0:10 Uhr, der Faschingsdienstag ist angebrochen. Der Flur, dann, wenn ich noch die Skyline her, dann, die habe ich jetzt schon gespielt. Die Ruhe ist lange zum Abschluss wird jetzt passen. Das ist ein Wahnsinn mit euch. Das ist ein Wahnsinn. Aber eine große Freude. Die Ruheslungen. Ja, die Skyline habe ich schon gespielt. Da muss ich jetzt kurz unterbrechen, weil mein alter Freund, der Klaus Zeitl schreibt, Neulerchenfeld erstreckte sich zwischen Gürtel, ehemaligen Linienwall, der Kundmanngasse, Haberlgasse und Friedmanngasse. Ja, das ist natürlich leibend. Das war das Neulerchenfeld. Jawohl, Klaus Z, ein dickes Buch. Ja, warte, ich schenke mir 8 Lei. Ja, auf den Klaus muss ich jetzt wirklich trinken. Der Klaus ist ja alter Freund. Und ich meine, wer natürlich das Neujahrskonzert schaut, der hat den Klaus immer im Blick, weil er ist einer von den Schlagwerker von den Philharmoniker. Klaus, ich danke dir schön für diesen Hinweis. Sehr zum Wohl. Von vorne wieder quasi, ja. Und das hat mich gefreut, ist ein Klaus Z, Ehrenfahrer. Jawohl. Was war die Christelsche Grüß? Skyline von Wien. Du lebst in mir drin, es kann kommen, wer will dich, macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist an mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir.
da ba 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 ba, sei dai dai, da dai, da da ba da, ba da. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem noch keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jawohl. Meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute, das Beste, auch dem Patrick natürlich und nächsten Montag sind wir sicher wieder in trauter Zweisamkeit in der Pavlatschen und ihr Pavlatschiste seid live dabei. Dickes Puzzle, euch ein Klause, alles Liebe, führt euch gut. Menschen, Menschen, Samarole, Völler hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der